Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch nach 2-wöchiger Pause. Ich lag ein wenig da nieder, aber jetzt geht's wieder und deswegen machen wir auch diese Woche direkt 2 Genshin Impact Streams hintereinander, nämlich heute und morgen. Hallo Tron, Tron feiert schon. Na, alles gut bei dir? Ja, jetzt ist wieder alles gut. Ich huste ab und zu noch ein bisschen, vielleicht hört man es später noch. Ich weiß nicht, näsel ich noch? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, so verschnupft klinge ich nicht mehr. Aber, ja, reden war ein wenig schwierig. Also ich konnte keine 2 Sätze ohne Husten rausbringen. Das hätte nichts gebracht mit dem Stream. Aber jetzt bin ich wieder halbwegs fit. Bin zumindest auf dem besten Weg der Genesung. Let me just confirm. Was? Yes, all tasks on the checklist are complete. Traveler, Paimon, we are grateful for your assistance. Aha. Ich bin überrascht. Thank Okay. goodness you were able to come as soon as we contacted you. Who knows how we would have coped with all these commissions otherwise? Gerne. Ich weiß nicht, von welcher Nachricht du redest, aber gut. Doch, ich klinge verschnupft. Echt? Krass. It was nothing. The last couple of days have been pretty busy, but it was all super easy stuff, like delivering and escorting goods. When we heard that you were short on people, we thought we were going to be in for another long and drawn-out adventure. Being the seasoned adventurers that you are, it's true that you are suited to work of a much higher caliber than your recent assignments. However, this situation is unavoidable in Mondstadt at this time of year. Es gewittert gerade. Gut, dass ich die Wäsche reingeholt habe, noch gerade. Vorm Stream. Okay. Ich bin überrascht. Die Welt ist verrückt. Danke für dein weiteres Abo, Tron. Vielen, vielen Dank. Auch wenn jetzt die letzten 2 Wochen nichts gewesen ist. Why's that? Weil jetzt Erntezeit ist, richtig? That's right. This is the ideal season for harvesting crops and fruits. And for the wine capital of Teyvat, it's also the all-important winemaking season. Aha. Farmers are anxious to sell off their fresh produce, and all the major wine merchants are seeking to purchase Na gut, es top-quality wird Herbst, ingredients ne? to make new product. Ah, well, no wonder we keep hearing people talking about wine these days. Huh? What do you mean? Seriously? Was? Wein? Hier, ich. Yes, I swear I'm Nee, not making ach so. this up. The acting Grandmaster wants everyone to gather at headquarters in the main hall. Hurry! We need to leave right now or we'll be late. Hey, wait up! Why do those 2 knights look so flustered? Bei dir ist noch trocken und recht mild. Ja, bei mir eigentlich gerade bis eben auch noch. Ich bin total verwundert. Es war komplett trocken. Ich habe ja noch Wäsche heute rausgehängt. Also, das gibt's ja nicht. Well, hello there. If it isn't the Traveler and Paimon. What a rare pleasure. Kaya! Just the person we need! Why is everyone running off to the Knights of Favonius headquarters all of a sudden? Brauchst du unsere Hilfe? Don't worry. This isn't one of those occasions where you need to come to everyone's rescue. All that's happened Wollt nur nicht, dass is ich the euch das Knights Bier of wegsaufe. Favonius have just received Wein, a letter den from Wein. the Grand Master. Acting Grand Master Jean will be convening a meeting in the main hall shortly to go through it. Was geschieht hier? Well, that's a relief. Wait, hold on a second. What did you say again? So, eben erhielt der Ritterorden einen Brief des Großmeisters. The Grand Master of the Knights of Favonius? Isn't that Varka? The leader of that legendary expedition? So, what did Varka say in the letter? How's the expedition going? When are they getting back? Und wann wird Paimon aufhören zu plappern? Oh, so interested in our Grand Master all of a sudden? Never knew you were such a gossip. It's only normal, isn't it? That you'd be curious too if there was someone you'd heard loads about but never met. Even Master Jean says he's a living legend. Oh, pretty hard not to get hyped up after hearing that. Besides, the expedition has been going on for ages, and we still never heard a single thing about what they're up to.
The acting Grandmaster is very gracious in her appraisal. Varka brought quite a bit of trouble to those around him on the road to becoming a legend. I'll have to tell you about it sometime. Anyway, since this has piqued your interest, why don't you join me at headquarters? Ja, why not? We do miss our honorary knight, after all. It's been quite a long time since your last visit. Ja. Welch Zufall, ja. Es ist ein wenig länger her. Sure, let's go and see what it's all about. Bye, Catherine. See you soon. Ich wollte aber ganz was anderes von Catherine. Alright, take care now. Ich wollte doch eigentlich nur, wollte ich... Klänge aus der Ferne. Habe ich jetzt aus Versehen schon... Ach, du Schande. Ups. Ich wollte doch... Ach, Mann. Ich wollte doch eigentlich, Was ist denn das? Das ist ein Archontenauftrag. Das wollte ich doch noch gar nicht machen. Nee, warte. Klänge aus der Ferne. Legendenauftrag. Ach du Schande. Der geht aber auch nur noch 6 Tage. Alter Falter. Ja, ich weiß schon, warum ich zweimal. Hyakunim Iki ist auch schon wieder. Ach du meine Güte. Ich weiß schon, warum ich 2 Streams diese Woche mache mit Genshin. Ei. So, eigentlich will ich ja erstmal das hier zu Ende machen. Da haben wir ja beim letzten Mal aufgehört. Dann können wir von mir aus hier weitermachen, wenn das zeitlich begrenzt ist. Aber jetzt will ich... Oh, habe ich den Controller... Nee. Tatsächlich ist Genshin Impact ziemlich empfindlich bei der Controller-Eingabe. Ist empfindlicher als jedes andere Spiel, habe ich festgestellt. Zumindest auf der PS5. Und ich habe einen Controller, der steuert von selber. Aber ich glaube, ich habe jetzt den richtigen erwischt. Der ist nämlich richtig nervig. Das ist wie dieses Problem auf der Switch. Das Drifting-Problem. Aber das ist nur bei Genshin Impact. Genshin Impact ist da einfach zu empfindlich irgendwie. Die reagieren auf die kleinsten Eingaben. Deswegen funktioniert der Controller damit nicht. Aber ich glaube, ich habe den richtigen erwischt. Also er funktioniert schon, nur halt zu gut. So, das wollte ich doch eigentlich. Jetzt schüttet's draußen. Ich fasse es nicht. Bis eben war doch noch... Da war nix, kein Wölkchen am Himmel. Okay. Halten wir so fest. So, das wollte ich doch eigentlich. So, das andere war jetzt nicht geplant, aber ich glaube, das müssen wir eh machen. Moment. Weil ja eben zeitlich begrenzt. Das ist dann wahrscheinlich hier dann das Hyakunim Iki. Das dauert noch ein bisschen. Das ist dann wahrscheinlich das hier. In Bechern schwingende Lieder. Sieht zumindest schwer danach aus. Das ist, glaube ich, auch recht viel. So, den Cyno. Auf den Cyno will ich auch nochmal ziehen. So, und jetzt geht die Welt bei mir unter hier. Ich fasse es nicht. So, wir haben ja... Genau, es gab super viel Urgestein geschenkt. Deswegen habe ich schon hier die nötigen Urgesteine. Ist die Frage... Ich will halt auch den Venti. Nein, ich will jetzt nicht... Nein, ich will halt auch den Venti haben. Nur ich habe schon den Xiao. Von daher brauche ich den Venti nicht unbedingt, aber es wäre schon cool. Überlege ich mir noch. Jetzt machen wir erstmal hier die... Nein. Den Archontenauftrag fertig. So. Weil da waren wir... Wahrscheinlich müssen wir nur noch einmal diesen Dialog machen und dann sind wir hier schon durch. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich habe hier immer noch nicht diesen Teleport freigeschaltet. Das gibt's doch gar nicht. Direkt mal nachholen. Hier auch. Ah, okay, führt uns schon hin. Ist wunderbar. Was haben wir denn hier noch? Ah, ein wenig cool. Machen wir demnächst noch Sauerkraut. So, genau. Wir waren ja aufgewacht aus diesem Traum. Und eigentlich haben wir gedacht, die Dunja-Saat wäre verstorben. Ist sie aber anscheinend doch nicht.
So. Und dann gab es ja noch diese seltsame Catherine, von der wir jetzt glauben, die war irgendwer anderes. You're actually Nahida, Genau. aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? Ja, gleich. Ist hier jetzt irgendwo dieser Teleport? Da ist er doch schon um die Ecke. Den hätte ich auch schon länger aktivieren können. So. Und hier hinten ist noch einer. Oder? Ja, erstmal da oben. Da komme ich nicht so einfach hin jetzt. Aber ich sehe doch schon da hinten den anderen. Oh. Ob das reicht? Ah, viel Ausdauer ist nicht übrig. Hopp. Ah ja doch, so gerade. So. Und nun können wir wieder zurück. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. Aber hallo. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Es ist ein Wunder. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, Ach du you meine saved my Güte. faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Das ist aber nett. Was habe ich im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? Also, wie viele ehemalige Archonten haben die eigentlich hier? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that.
Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. Naja, die erkennen Nahida ja auch nicht wirklich an. Warum sollten sie dann auf sie hören, ne? But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. Naja, nee, eigentlich wollten sie doch noch zu ihr wegen dem Bruder, oder nicht? The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tavat's. Warum siehst du wie Catherine aus? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. Oh, das ist aber nicht nett. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. Okay, gruselig. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Aha, okay. Jetzt haben wir's. Sie ist bionisch. Die Vermutung gab's ja schon länger wegen dem Schlüsselloch hinten. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. Sie ist eine bionische Puppe. Okay, jetzt wissen wir es ganz hochoffiziell. Deswegen sagt sie manchmal Error. Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. Ah ja, hallo, neue Göttin, wir schützen dich, sperren dich da ein und tschüss. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. Also in meinen Augen bist du eine ausgezeichnete Göttin. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Wieso haben die Doing all that should be enough. Wieso haben die Weißen der Akademie so etwas geplant? There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sub-Zero samsara, the situation could have become dire.
Ja, die haben es ja auch wirklich komplett I tried ausgereizt. to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Ja, nein, nein. Wie kommst du denn darauf? That reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. Oh, But I'll have to be discreet. na, or they'll see nee. me coming. Nee, wir reizen nie jemanden. Never. Hat keiner bemerkt, dass irgendwas mit Akasha nicht stimmt? You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? Das ist eine sehr gute Frage. It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru, even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Etwas naive Auffassung, aber gut. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Mhm. So, das hatten wir. Okay, ich habe keine weiteren Fragen. Got it! I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zerus Samsara in the immediate future. Aber schon irgendwann in der Go Zukunft. and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Ach Gottchen. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by. So Der we thought Blick, der Blick. you wake up. Paimon, du flunkerst so schlecht. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. We spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. Ei. Was ist denn hier? Wie ein triumphierender Held. Ist schon lange vorbei, solange sich Nahida noch nicht erholt. An jedem Tag wachst du wie immer im Weg zur Abenteurergilde. Okay, das ist ein neuer Auftrag. Legendenauftrag müssen wir dann machen. Da sind nur noch 6 Tage. Wer weiß, wie lange das geht. Das Hyakumin Iki geht noch 13 Tage. Das passt schon. Begegnung im Wald. Ach so, das war die... Oh, viel zu tun. Legendenauftrag. Haben wir noch Tignari und Syno. Und wir haben auch noch hier den Heizo übrig. Ja. Noch einiges zu tun. Und ich muss mal wieder Schlüssel sammeln. Sonst können wir hier nicht alles machen. So, okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt die Klänge aus der Ferne weiter. Weil da nicht mehr viel Zeit ist. So, da. Hässliche Anekdoten. Ach so. Ach du Schande.
3 Akte. Gut, dass ich 2 Streams angesetzt habe, Leute. Das wird noch ordentlich. So, das ist jetzt alles in Mondstadt. Habe ich das richtig verstanden? Weil da Ernte ist und es Wein gibt. Und weil ein großer Zampano was zu verkünden hat. Vom Ritterorden. Dann schauen wir mal, was der große Zampano will. It looks like just about everyone's here. Hey there, cutie. Paimon. I didn't know you two would be coming. So you heard about the letter? Yep, we ran into Kaya near the Adventurers Guild. Oh, wow. Paimon's never seen so many people in the main hall at once before. Oh, Paimon's getting kinda nervous now. Don't get too carried away, all right? If I know the Grand Master, the fact that he has the time to be writing letters means it's probably nothing serious. It certainly won't be bad news. Ansonsten wäre er direkt vorbeigekommen, oder wie? Kaya's exaggerating a little, but otherwise I agree. After all, Mika's not the kind of person who'd be able to keep it hidden if something were the matter. The truth would be written all over his face. Mika? Wer ist das? Over there, look. The kid standing next to Jean in front of the staircase? He used to be a land surveyor in Eula's team. He's very talented in what he does, and a very reliable person. When the expedition team set out, the Grand Master appointed him to be the core member of the frontline team. He's the one that brought back the letter. Please, may I have your attention, everyone? Now that we're all here, let's begin reading out the letter from the Grand Master. Okay, der hat auf jeden Fall ein eigenes Design, also wird man ihn irgendwann spielen können. Mika, please, go ahead. Yes, Master Jean. Right. Hello, everybody. I am Mika, surveyor of the Reconnaissance Company. Recently, I have been taking part in an assignment with the expedition team. I will now be reading Grandmaster Varka's letter aloud for you all. To the Knights of Favonius. Greetings, everyone. This is Varka. Klingt genauso verschnupft wie ich. The first thing I want to say to you all is, please put your minds at ease. The expedition is safe, and all of its members are accounted for. Oh, that's fantastic news. My palms are sweating. May I continue? Go ahead, Mika. All right. Now that your fears are allayed, I trust you'll be ready to listen to the rest of my letter. I'm writing to you from the northernmost reaches of Tevat by the light of a stove. I once told you that the purpose of this expedition was related to a dangerous secret from days long past. I am still unable to disclose more than this, but suffice to say that you needn't worry about how our mission is progressing. In dem Brief steht verdächtig oft, dass man sich keine Sorgen machen soll, oder? In the past couple of months, we received an unexpected visitor. The Fatui harbinger known as the Captain. The Captain? I am fully aware of the Fatui's outrageous actions in Mondstadt in recent history. Nevertheless, the Captain was not hostile towards us on this occasion. Open parenthesis. I rather suspect that's because this time, Snezhnaya and we are in the same boat. The man hides everything under the mask he wears, so no one can know his past or his origins. However, one thing is for sure. He is as hard as iron for having the courage to challenge gods as an ordinary mortal. I don't doubt that he could even take out a ruin guard by stabbing it in its big, glowing eye with one of Klee's crayons. Open parenthesis, don't get any ideas. Close parenthesis. In Klammern, ihr sollt das nicht versuchen. Warum nicht? Klee, wo sind deine Wachsmalstifte? Our scouts have confirmed
that the captain received orders to head for Natlan 3 days ago. We'll be able to sleep much better now that we don't need to worry about him anymore. I will admit that some of his actions have helped us, but even then, he owed us at least that much. This year's Weinlesefest must be kicking off in Mondstadt any day now. What a great pity that this year, once again, we will be unable to spend the festival together. Everyone here is always thinking back fondly upon the fine wines of Mondstadt, as well as the happy times we have spent with each and every one of you. Also eins muss man sagen, Mika ist kein guter Vorleser, oder? I hope that you and all the citizens of Mondstadt enjoy the festival to the fullest. Have a few drinks on our behalf. The Dawn Winery's limited edition Weinlesefest seasonal special will do nicely. Das war jetzt der tolle, spannende, wichtige Brief? May Lord Barbados bless Mondstadt, and may the wind carry our sentiments back to your side. Varka. P.S. If you're wondering who's tougher between me and the captain, well, I'm the Grand Master. There are 10 captains in the Knights of Favonius, but only one Grand Master. Ah ha 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 ha. Ah ha ha His ha last ha. line. Aha ha. The letter ends here. Thank you, everyone, for your attention. Thank you, Mika. Master Jean, I just noticed that there's something else written on the back of the last page. P.P.S. I ran out of paper, so I'll add this here. Lisa, the following is a message for you. Oho! This part seems to be from the Grand Master to Miss Lisa. Oh, for me? Seeing that it's a special message, Lisa, we'll discuss this in private. Everyone, as the Grand Master mentioned in his letter, the Weinlesefest is in just a few days. And how fortunate we are at this time to receive word that all is well with the expedition. Though they are unable to return to Mondstadt and spend the festival with us, the Weinlesefest will nonetheless be a major event that all of Mondstadt is looking forward to. I hope that everyone will guard your stations and perform your duties, both for our far-flung colleagues involved in the expedition and also for the hardworking people of Mondstadt. And of course, during your time off, I hope you will be able to rest, relax, and enjoy this long-awaited festival. That brings our meeting to a close. Dismissed. Did Paimon hear that right? They ran into the Fatui's captain? Who knows what that was about? But it must have been important. Ja, schon, aber ist das jetzt so eine riesen Nachricht, dass man das vor allem vorlesen muss? Das wäre ja vor allem für Jean wahrscheinlich eine spannende Sache gewesen. Mekanuki, hallo. Meine Facecam ist eingefroren. Stimmt, sie sieht dezent eingefroren aus. Was machen wir denn da? Ich glaube, da müssen wir neu starten. Gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Jetzt, da bin ich wieder. Fast, Moment. Ha! Föhn holen und auftauen, auch eine gute Idee. So, jetzt läuft's wieder. Ich hoffe, das ist synchron. Ja, doch, müsste. Passt. Danke für die Info. Und hallo, auch schon lange nicht mehr gesehen. The real big deal here is the Weinlesefest. Sounds like there'll be loads of free food and drinks. Ja, Essen, Essen. Let's hear more. Wie erwartet. Hey, cuties. How about we go and chat with Jean? You didn't get a chance to say a proper hello with so many people here. Sounds good. All right, let's go.
Geh in das Büro des Großmeisters. Ach, ja, stimmt. Jean ist ja quasi die Vertretung für den Großmeister. Ja. Ah, Lisa. The Grandmaster's letter is just on the table. Traveler, Paimon, it's been a long time. Apologies, I didn't get the chance to talk with you during the meeting just now. If you don't have any plans in the immediate future, why not stay in Mondstadt for a while? We'll be celebrating the Weinlesefest very soon. Don't be deceived. Jean may appear very composed, but she's been missing you both terribly recently. Lisa. Oh, sie vermisst uns. I'll leave you to catch up. I'm going to read my letter. Verrätst du mir, was drin steht? Oh, ich vermisse euch alle sehr. Yeah, Mondstadt's where our journey began after all. We have a lot of fond memories here. Master Jean, neither of us really knows anything about this Weinlesefest. Could you tell us more about it? Weinlesefest. Ist sogar auf Deutsch. Na sowas. Yes, of course. The Weinlesefest is an ancient Mondstadt festival, just like Ludi Harpastum and Windbloom. In addition, it's the most important part of the fall. Ich überlege gerade, waren die letzten Jahre mit Weinlesefest oder ohne? Each fall, the west wind blows in Mondstadt. Legend has it that the wonderful scent of Mondstadt's winemaking during the harvest season entices even the Animo Archon into attendance, being the great wine lover that he is. Ja, das können wir bestätigen. No matter where he is, das ist sehr he will wahrscheinlich. transform into a soft breeze and return to his homeland. Yeah, that sounds like the Animo Archon, all right. For this reason, Mondstadters call the western wind the returning wind. The Weinlesefest originally began as a celebration to welcome Lord Barbados on his return. In the past, every household would brew fresh wine around this time of year and keep it sealed at least until Windcoming Day during the following year's Weinlesefest. Uncasking the sealed wine is a symbolic way of inviting the Animo Archon to share a drink. Legend holds that if the Animo Archon is satisfied with the taste of the wine, he will summon a gentle breeze to richly bless the people. Wertvolle Segnungen. Knowing him, it was probably blessing them with more good wine. That's a good question. But there's really no way of knowing. These are very old stories. Many of the details have been lost to time. Yep, that'll happen. Some stories change completely as they get passed down. Hence why these days, Mondstadters will get into endless arguments over what kind of flower a windbloom is. Stimmt, ja, das gab's auch. All part of how cultural heritage is created. Indeed. But for the time being, at least, the tradition of paying tribute to the Animo Archon on Windcoming Day is still alive and well, and the Weinlesefest remains a time for Mondstadters to share the joy of the harvest with one another as they partake of fine wines. This is a time of the year when many Mondstadters living away from Mondstadt return to their hometown. For those unable to return, Weinlesefest is the period when they miss their family and friends most keenly. Oh. So So wie why Weihnachten. the Grandmaster wrote, "May the wind carry our sentiments back to your side." For this year, we've joined forces with the Church of Favonius and the Adventurers Guild to host a celebration on the banks of Cider Lake, just outside of Springvale. There will also be a traditional wine market during the festival period. Wine market? Well, originally, it was simply a place where winemakers and farmers would come to trade in raw ingredients for winemaking. Und Paimon ist das Weihnachtsessen. These days, it schwebender is a Truthahn. much grander affair. Not only will you find a range of choice wines, but seasonal fruit beverages and food items for everyone to enjoy too. The Knights of Favonius plan to use this as an opportunity to do some fundraising for needy children and elderly people in the city. Ja, das ist irgendwie wirklich so Thanksgiving. Thanksgiving oder halt Weihnachten. Ja, Thanksgiving passt vielleicht eher von der Zeit, ne? Wow, sounds pretty cool. If you have the time, I encourage you to take a look around. I hope you'll find it a worthwhile experience. Now, Lisa, what was the Grand Master's message to you about? I was just about to bring that up. The Grand Master says he wants me to handle something for him. Something to do with Razor's past. Razors Hintergrund? Razor told us that he was raised by a pack of wolves in Wolvendom. Wieso jetzt Razor? Was hat der denn damit zu tun? He never knew his parents.
In his own words, the wolf pack is his lupico, which means family. Yes, that was as much as I knew as well. But in his letter, the Grand Master says that in the cabinet above the third bookshelf, to the right of the grandfather clock in Jean's office, there's a wooden box containing some items that Razor's parents left for him. He says it's time to give the box to Razor. Does this mean the Grand Master knew Razor's parents? It would seem so. The Grand Master didn't simply run into Razor one day in Wolvendom and teach him how to use a sword. Wow. Well, come on, let's go find Razor. He'll be pretty excited to find out something about his true parents. Hat jetzt nicht so den Eindruck gemacht, als wenn es ihn jetzt mega interessieren würde, oder? Lisa sieht beunruhigt aus. Oh, cutie. Nothing escapes your eyes, does it? For the child who never met their biological parents, this kind of conversation is always a difficult one, even for the most well-adjusted. By contrast, Razor grew up in Wolvendom and has had very limited contact with human society. Who knows whether he's ready for this or not? Ich glaube nicht, dass ihn das groß interessiert. I'm sure the Grand Master will have given due consideration to Razor's circumstances. Perhaps he felt that now would be the most appropriate time. That's a good point. Okay, cuties. Can I leave you to break the news to Razor? He thinks of me as his teacher, so he might not open up to me if he gets upset. But you are his trusted friends. I think it makes more sense for him to hear about this from you. Oh, keine Sorge, wir kümmern uns darum. Thank you, sweetie. Try to be as encouraging as you can. Someone his age needs all the love and support they can get. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ihn das nennenswert interessieren würde, aber mal gucken, ne? Razor's usually around Wolvendom, right? How do you think he'll react after hearing about this? Der sagt, ich hab doch schon Eltern. So, dann müssen wir hier rüber. Braucht doch nicht noch welche. Das wird er sagen. Ich sag's euch. Hey, look! It's a hunting trap. It looks like the ones that the hunters from Springvale use. Huh? What is it? In der Nähe der Falle sind Spuren von Elektrokraft zu sehen. Electroenergy? Paimon wonders if it could be Razor. But Paimon thought he was pretty good at avoiding the hunters. Well, anyway, let's follow the traces of Electro and see where they lead. Erstmal sammeln. So. Die Richtung. Look, there's another trap up ahead. Can you feel that electro energy too? Ja. Da ist ja noch mehr. Hat er die selbst aufgestellt? The electro traces lead deep into Wolvendom. Let's keep going. Wir sind doch gleich hier beim Boss. Das bratzelt. Ach, das bratzelt. Nee. Hier. All right. The last trap has been set. Razor, thanks for coming with me all this way. Ja, sag ich doch, der hat die selber It's aufgestellt. okay. My legs are strong. What is it, Razor? It smells familiar. Friend, from far away. Razor! Oh, and it's Draft too! Are you two hunting together?
Das ist ja mal was Neues. It's almost harvest season, and the boars are venturing into the towns and wineries looking for food. They're trampling crops and destroying the vineyards. Someone could get seriously hurt. The Knights of Favonius came to us asking for help, keeping the boars a safe distance away from the population. I and Uncle Brown Cat catch boars. Onkel Braune protect Katze, okay. everyone. Wow, Oh. Razor! This is a big step for you. Paimon remembers you used to hide away from the hunters. You can say that again. Razor was the star of the show this time. He let the wolves know we'd be coming, so we were able to get through Wolvendom without anyone getting hurt. Ah, okay, nice. Helping everyone, helping Lupercal makes me happy. But much talking. Very tired now. Oh. Auch das ist ein Beleg für die Fortschritte. Yeah! But, actually, we came here today because we have some really important news. Oh. I don't know. Razor, do you mean you don't want to know about your real parents? Das sag ich doch. Das ist ihm eigentlich... Ich glaube, das will er nicht. I want to know, but don't want to know. Ja gut, das ist auch irgendwie verständlich. So you do want to know, but at the same time you don't want to know? Oh, sounds complicated. Traveler, come and take a look at the trap I just placed. Let's give Razor some space to process things. Was ist denn? Yes, I have some thoughts about this after seeing how Razor reacted. We've been hunting together a lot recently. The kid might not talk much, but still, I feel like I've come to understand him a little over the time we've spent together. Here's what I think. He definitely wants to find out about his parents. It's just that his fear of the unknown is overwhelming everything else he's feeling. I'm a father myself, so I know a thing or two about kids. You know, when Diona was little, if I got back late from a hunt one night, she'd be watching me like a hawk for days afterwards. As if she was worried that I might abandon her. Do you mean Razor's worried that he was abandoned by his own parents? Exactly. I think that's the heart of it. And if it turns out they did, well, I don't think there's anything we could say to console him. That's not my only concern, though. Razor is developing at his own pace. There are lots of issues that can't be solved all in one go, but he's making progress, one step at a time. But now this thing with his parents is added into the mix. It might push him to want to figure out once and for all where he comes from and where he's going. Seems like a similar take to Lisa's. Maybe all mature adults think like this, huh? Wait, but then again, Master Jean had a different view. She said it's more about trusting other people and in your own instincts. What do you think? Als Freundin werde ich an seiner Seite stehen. Gotcha. Well, knowing that he's got a friend like you to rely on makes me feel much better about this whole thing. Paimon, wie wäre es, wenn... Du hast Paimon gesagt, was ich später sagen soll, okay? Right. Let's head back. We don't want to keep him waiting. Hey, Razor. So, what are your thoughts? Still thinking. My heart, it feels strange. Like being stabbed by a wolf hook. Was hältst du von Varka? Varka? Tall, very strong, likes to laugh. Vertraust du Varka denn? Yes, trust. He's very good to me. Give me a name. Teach me to fight. But now, busy with important work. I miss him. Oh. You know, Razor, Varka used up all the paper writing this letter, but he still made sure he found room on the back to add a note for Lisa. That means that he thinks the items have a special meaning for you. But more importantly than that, whatever happens, the Traveler, Paimon, Lisa, and all your other friends will always be here for you. Mach dir keine Gedanken, alles wird gut. That's right. And old Uncle Brown Cat's here to support you as well. Okay, thank you. I decide I want to go with you to see teacher. That's the spirit, kiddo. Well, you folks better Welche be heading off Meisterin then. jetzt?
I'm just about finished here, so I'll be heading home very shortly myself. I'd better try and get plenty of father-daughter time in before the Weinlesefest starts. Bye, Draft. See you again next time. Geht zurück ins Büro des Großmeisters. Der ist doch gar nicht da. Oder wie? Oder was? Wir werden es gleich erfahren. Ach so, okay. Er hat von Lisa geredet wahrscheinlich. Hello, teacher. Ah. I'm here to see the box. Okay. Ah, my little wolf cub's in a good mood. I'm assuming they've discussed the whole story with you already? Here, this is it. The wooden box. I haven't touched das kleine it, Ding except da. for taking it out of the cabinet. When you're sure you're ready, you can open it yourself. Das hätte man schnell übersehen können. Also ohne den Tipp von dem Menschen hätten wir diese winzig kleine Kiste never ever gefunden. Yes, I am sure. Oh, this is just a pile of junk. Paimon thought there'd at least be a letter or something. Uh-oh. You don't think that after all this time, Varka might be getting mixed up between different boxes? Ich finde, die sieht doch recht passend aus, oder? There is a scent. A scent? What kind? A scent I remember from a long, long time ago. It's their scent. Human scent. Father and mother's scent. Incredible. You still remember scents from all the way back in your childhood. Wow. You have a really good sense of smell, Razor. Guess being wild by nature has its advantages. Oh, let's see what other leads we can find. This woolen hand puppet looks kinda wonky. Guess it must be handmade, huh? Is this a part from a ruin guard? Wait. Hey, look. This wine bottle is still half full. Oh, nice. And there's a note stuck on it. Wein. 1000. 1000 wind wine. Wie alt ist Razor? Wie alt ist dieser Wein? Oh, so it's a bottle of 1000 wind wine? Teacher, you know? Of course. 1000 wind wine was the first kind of wine that Mondstadters ever learned to make. As to how it got its name, some say it's a reference to the numerous ingredients used to make it, while others say it's because every bottle tastes slightly different. I remember reading somewhere that there are all sorts of weird and wonderful ways of brewing it, and that it's very difficult to ensure it comes out tasting the same each. This all makes it impractical to commercialize. Wine merchants are much more comfortable working with reliable, consistent-tasting products. That's why you'll almost never see 1000 wind wine in the markets or taverns. Huh. In fact, it looks like your parents brewed this bottle themselves. That must mean there's something pretty important about it. Oh, Paimon has an idea. Razor, you got a good nose. Why don't you open it up and take a whiff? Okay. Huh. He seems really in the zone. And is that a smile? Find anything? Sweet, cold, a little bitter. I like many things all mixed together. But things in wine smell different. Even you can't tell what it is, Razor? I will try again. It's okay, Razor. Don't push yourself too hard. What do we do when we try something and it doesn't work? Try another way. That's right. You still remember what I taught you. Oh, it's almost the Weinlesefest. Everyone who knows anything worth knowing about wine will be gathering in Mondstadt. Surely someone will know a thing or two about 1000 wind wine. Ah, die wollen mir dann einen guten, teuren, 100-jährigen Wein da klauen. Oh, great idea! Wird Venti auch kommen? Der säuft ihn weg. You don't miss the opening ceremony, cutie.
everyone will be there. Razor, you should go too. It'll be a good opportunity to ask around. Okay. Ask many people. Don't worry, we'll be right there with you. We can be your go-betweens. You know, like you were with the wolves for Draft. Wie gesagt, wir werden dich begleiten. Okay, then I will go back now. I need to tell Lupacall about Human Mother and Human Father. Great! See you at the opening ceremony. So. Hier hinten habe ich noch irgendwas blinken sehen. Das nehmen wir gleich mal mit. Da. Ah. Das hat mir noch gefehlt. Moment. Klar hat mir das noch gefehlt, sonst würde es da ja nicht liegen. Sammle die komplette Reihe von Studien zu Hilcholbräuchen. Aha. Nice. Was haben wir hier noch? Nichts zum Einsammeln. Jo. Naja. Warte auf das Weinfest. 8 bis 10 Uhr am nächsten Tag. Na gut. Moment. Bis 10 Uhr. Das ist aber heute. Okay. Jetzt müssen wir nochmal. Jetzt ist morgen. Fast. So, passt. So, und jetzt? Am übernächsten Tag. Mensch, lesen müsste man können. Am übernächsten Tag. Zählt das jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf morgen gehe? Ich hoffe doch mal. Übernächster Tag. Als wenn das irgendeinen Unterschied machen würde in diesem Spiel. Hier auf dem Veranstaltungsort des Weinlesefests. Vor der Stadt? Okay. Ah! Ach, süß. Ach nein, wie süß. Nee, das hatte ich noch nicht. Nee. Ach Gott, eine Bühne. Wie schön. Thank you, everyone, for your patience. I am pleased to announce that this year's Weinlesefest has officially begun. We hope the residents of Mondstadt and visitors from all over will enjoy the magnificent wines and experience the joy of the harvest. When Windcoming Day arrives, we will hold a grand toasting ceremony to welcome the Animo Archon Barbados back home. Mhm. Kommt er denn auch heim? Let the wind lead. Ach, da steht er doch schon. Let the wind lead! Razor, you're here already! So many people. Come on, let's sneak out of here. There's someone we gotta find. Find? Who? Just some tone-deaf bard. But he's also a know-it-all and loves nothing more than drinking, so he might actually be able to help. Ja, wer wohl? Na, der ist schon am Einkaufen hier. Hey, tone-deaf bard! Lange nicht gesehen. Traveler, Paimon, how do you do? I had a feeling I'd run into you soon, during this most enchanting of festivals. Spoken like a true poet. But reading between the lines here, if one bottle is tipsy and 2 is merry, just how many is enchanting exactly? Oh, don't say that. This festival has so much more to offer than just drinking. Anyway, hey Razor, how have you been? All right. I have a question. Yeah, Razor has something he wants to ask you about. Know anything about 1000 Wind wine? Ooh, now there's a name that takes me back.
Let me think. How long has it been since I last heard someone mention Thousand Wind wine? Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside. And there's a label on it that says Thousand Wind wine. We heard there's a lot of history behind this type of wine. And the brewing methods go way, way back. So we figured you'd be a good person to ask. It smells good, but don't know what's inside. I see. So you want to know how Thousand Wind wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called, well, as it happens, Thousand Wind wine. Okay. I was going to save it for Windcoming Day, but far be it from me to deny an early serenade to a friend in need. How about it? Shall I recite it for you? Na dann, auf. A song. Not easy to understand, but still one to hear. Excellent answer. Then, hear it you shall. Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, bitter notes fade away, as we wait for a windier day. Das hat jetzt nicht wirklich geholfen, oder? Was the rhyme of help to you? Das hat jetzt nicht wirklich geholfen. Like wine. A little sweet, but now head spinning. Don't understand. Don't worry, it's not just you. That was supposed to be about winemaking, but it didn't give a single detail about the process. Genau. Well, maybe it's a little abstract and romanticized, but that's one of the defining features of Mondstadt poetry. Schön, es hilft aber nicht. Okay, so let's try to pin this down. What did the poem say the ingredients are? An explorer's courage, a love tender and true, a defender's will, and the thousand winds? Song of good cheer? Nope. Paimon has absolutely no idea what any of these refer to. Look, Tone-Deaf Bard, you clearly know what the whole thing means, so could you do us a favor and at least give us a hint? You misunderstand me. I'm not trying to make you work for it or anything, but the lyrics are what they are. If there's anything they left out, even I can't fill in the blanks. Ey, du bist uralt. Du musst doch wohl wissen, wie die diesen Wein hergestellt haben. If you want to know the secret behind this sweet scent, you might have to start by rolling up your sleeves. Oh, das hatten wir schon mal. Das lief nicht so gut. Rolling up our sleeves? You mean we need to go and make this wine for ourselves? And somehow that'll teach us everything we want to know? This better not be a prank! We've known each other for so long, and you still don't trust my intentions? Oh, the pain. I trust. I want to try. I want to make wine and find answers. If I know how to make wine, then I know what is in Father and Mother's wine. Richtig, indem wir die gleichen Dinge tun, können wir herausfinden, was für Menschen sie sind. Right. I want to know about them. Well, if you say so, Razor, guess we'll have to take Tone-Deaf Bard's word on this one. We'll give it a try, and as first-time winemakers, there's no shame if it turns out bad. Euch ist schon klar, dass man Wein ziemlich lange lagern muss erstmal, bis der richtig gut wird? Don't worry, really. Freedom is the key here. It's not as hard as you might think. Was macht denn Rosaria da hinten? Rosaria hieß hier, oder? Oder Rosalia? As long as you add ingredients to the mix in a spirit of joy and sincerity, I promise you will reap the rewards you wish for. I will tell Poem to teach her. Then I need to think alone. That's the spirit. So, how about we meet again in 2 days? Let's say same place right here? Okay, I will remember. See you then. Okay, erst nackt abgeschlossen. Das geht ja noch von der Länge. So, was haben wir denn hier?
Herbstliche Annalen der Katastrophenvorbeugung. Außerhalb von Quelling ist der Waldschweinjäger Edmund in eine Diskussion mit einem jungen Mann verwickelt, der die Kleidung der Studenten von Sumeru trägt. Generalproben des Götterwinds. Während des Weinlesefests scheint eine Abenteurerin namens Leni eine besondere Herausforderungsaktion zu organisieren. Wohltätige Kreativität. Bernhard, ein Ritter des Ordo Favonius, scheint auf dem Weinlesefest wegen etwas besorgt zu sein. Reicher Segen. Nahe dem Weinmarkt des Weinlesefests wurde eine neue Ankündigungstafel aufgestellt. Was es wohl damit auf sich hat? Okay. Let's go and browse while we still have the chance. So, das sind die festlichen Anekdoten. Nee, das sind die festlichen Anekdoten. Da kriegen wir schon mal jeweils 60. Und Festlichkeit. Und was kriegen wir für die Festlichkeit? Einen Speer. Einen Windspeer. Vermutlich. Eine Festlichkeit von 200. Wird 10 Sekunden lang nach Auslösen einer Elementarreaktion den Angriff um 12% und die Elementarkunde um 48 Punkte. Okay. Ich überlege gerade, wie man den am besten geben könnte. Und hier dann immer entsprechend Aufwertung. Okay. Speerkämpfer mit Angriff. Was haben wir denn hier für Speerkämpfer? Ciao wäre doch vielleicht was, oder? Du bist doch ein Speerkämpfer, oder? So viele Speerkämpfer gibt es halt nicht, ne? Ja, du wirst wahrscheinlich Verteidigung haben, schätze ich. Ich weiß es nicht. Ah, hier, Rosaria. Genau. Vielleicht auch Rosaria, ne? Schau dich auf den Veranstaltungsort des Weinlesefests um. Aha. Sprich mit Bernhard. Ah, okay, das hatten wir ja erwähnt. Jetzt gerade bei den... Wait! Honorary Knight! And Paimon, the best guide in Tevat. Die beste Reiseführerin, Teilwart. Paimon. Ja, super. I humbly beg for your assistance. Die schwebt mir nur die ganze Zeit hinterher. Did Paimon hear that right? Is Paimon finally starting to make a name for herself? Ach, der will nun was von uns. Oh, wait. Haven't we met? Wir haben uns in der Ordenshalle getroffen. That's right. I'm Bernhard, a member of the logistics company under Captain Hertha. Normally, I would hope to become better acquainted before asking for a favor like this, but time's running out, so I really have no choice. Ja, das war mir klar. Please help me rescue the charity event. Retten? The charity event? Oh, right! Master Jean mentioned that. So, what's happened? Well, the Knights of Favonius wants to run a stall during the festival. The idea is for all profits from the sales to go to charity. Specifically, the funds will provide support to disadvantaged children and elderly citizens. We drew lots to decide whose job it would be, and as it happened, I was the lucky winner. I really didn't want to screw this up, so I asked all around for advice, but my experience is in inventory and shipping. Now I'm supposed to run a whole shop, but it took me forever just to think of what to sell. I'm already completely out of my depth. Die Feier ist schon im vollen Gange und du machst dir jetzt Gedanken darum. And that is why I humbly beseech you to render your Ja, du hast ein assistance. Problem. Ich verstehe. Yeah. Also, no need to be so formal. So, you said this is to help out the kids and old folks of Mondstadt, right? Sounds like a great cause. She's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Favonius. We'll be more than happy to do our part. Wir werden so gut helfen, wie wir können. Oh, I can't thank you enough. Right, let me get down to brass tacks. Before we can open shop, we need to amass a supply of fair brew jellies. This is the basic currency that we will use when running the stall. Weingelee. The wine merchants in the area are in dire need of raw ingredients for winemaking. Sell them raw ingredients, and they will pay you generously in fair brew jellies.
Also, there are some international customers looking to purchase beverages in bulk during the Weinlesefest period. They're on the market for an agent to handle their purchase orders. In the interest of establishing a long-term business relationship, these customers are usually willing to offer a generous price. And the price difference is ours to keep as commission. And you can cash that amount in for fair brew jellies. So to sum up, our job is to sell ingredients to the wine merchants and place orders for the international customers. Oh, making spaßig. sure to negotiate the price. Sounds much easier than Paimon imagined. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns gut auskennen. Tun wir? Really? Also ich glaube, meine Verhandlungen sind bisher immer schief gegangen in diesem Spiel. I have one order here with me already. Mr. Chevirme from Sumeru wishes to purchase 50 crates of fruits of the festival. These beverages can be bought from the Angel's Share stand. The shopkeeper's name is Georg. He's a very nice man, but he won't be pushed around. Please consider the price carefully and try to reach a good deal with Georg. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Hier hat sich irgendein Käfer reingeschlichen und schwirrt jetzt durch die Gegend. I should carry on setting up the stall now. Once you've gathered enough fair brew jellies, come back here and we'll take it from there. Wo hat er sich versteckt? Keine Ahnung. You won't need to worry about supplies for the shop. I'm already in contact with the suppliers, and they'll send everything over once the funds are in place. All right, sounds good. We'll find the funds and you sort out the shop. This is an enormous help. Thank you both ever... So, ich habe jetzt Beschaffungsmittel. Und damit soll ich jetzt handeln? Und möglichst Plus erwirtschaften, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Hallo. Hi there, Georg. We're Chevirme's agents. He's asked us to order 50 crates of fruits of the festival for him. Oh? Did you say Chevirme? He's a regular customer of mine. Always orders around the same amount each time. But I digress. What price are you offering this year? Hatte er so mäßige Laune. Wir haben jetzt 17.000. Es ist ja für die kleinen Kinder. Also gehen wir jetzt mal hier... Sagen wir mal 12.500? Ich kann nicht gut verhandeln in diesem Spiel. Das ist furchtbar. Ach Mann. Komm, wir sagen 12.500. Ist für die kleinen Kinder. Und für die alten Leute. Na. Man kann es, glaube ich, auch einfach eingeben. So. Look, I know we've had a great harvest this year, and our production costs have gone down a fair amount. Upsi. But even then, I'm afraid this price is just not doable. Er macht doch ein Gegenangebot. Was willst du denn? $13.500? 13.200? A little lower than I was hoping for, but he's a reliable customer. Also. I think I can make it work. As usual, I will arrange for someone to deliver the goods directly to Chevirme's place of business. You won't have to worry about a thing. Just make sure you keep hold of this receipt. All right, let's keep bringing the funds in. We gotta work quickly if we want to gather all these fair brew jellies in time. Bernhard says we can approach this however we want, just as long as we raise all the funds we need. We get a commission for every order we help place for an international customer, so maybe it's not worth trying to sell loads of ingredients to the wine merchants. Still, just to make sure we've covered everything, let's take a look at the other wine merchants. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was ich hier tun soll, aber gut. Informiere dich über die anderen Geschäfte, okay.
kann man denn hier kaufen? Ein Rezept auf jeden Fall. Festsaft. Das nehmen wir gleich mal mit. Erhöht den Heilungsbonus für alle Truppenmitglieder 300 Sekunden lang um 17%. Ja, why not? So. Traveler, Paimon, you're here. Was denn jetzt schon wieder? Hey, it's Barbara! Hallo Barbara! Thanks. And happy Weinlesefest to you too. This festival is one of the most popular ones in Mondstadt. I'm so happy I ran into you guys here. I hope you have a great time. Oh, also, I heard from Bernhard that you're collecting Fairbrew jellies. I'm just curious. Are you helping out with the Knights of Favonius charity event? Ja, natürlich. We sure are. Everybody's got to do their part, right? The stall isn't up and running yet. We're busy raising funds so they can open for business. There's sure to be a bunch of other problems to deal with once it's open, but whatever comes up, we'll deal with it. Wonderful! They're lucky to have you. Now that you've joined the team, I just know it'll be a huge success. Danke. I helped out a small charity sale for the Knights once too. Although, my only contribution was standing out front and singing. Ja, reicht doch. Oh, and I also met the bard, Venti, there. He even persuaded me to perform an impromptu song with him. The music he plays is quite refined and elegant. At first, I didn't want to sing too loudly in case I ruined the style he was going for. But he sang a harmony to guide me in, and before long, we were sounding great. In the end, the audience loved it, and we sold a lot at the event. So Barbara's worked with the tone-deaf bard before? Ich möchte das auch hören. Yeah. Too bad we couldn't fit it into the schedule this Och, year. Mann. The Church of Favonius wants to hold a sung poetry event somewhere with a nice view during the festival, which means I have to go to rehearsal. Geh ruhig, kein Problem. Yep. Sounds like we've each got our own important work to do. Let's give it our all. Oh, thank you both. Well, maybe I can't stay here and sing, but I still want to do a little something to contribute. I can help promote your stall. Perfekt. Should I make some big posters? Or maybe some flyers to hand out? I'll have to pick a memorable slogan, too. And maybe it'll seem more sincere if I sign them. Oh, then again, maybe telling people in person would be more effective. Wow. With Barbara helping out on the marketing side, this charity event will get loads more attention. Danke für deine Mühe. It's fine. Really. It won't take me too long. Now I feel a little embarrassed. Let me think about it a little more and talk to some other people about their marketing experience. Traveler, Paimon, I'll see you later. Bis dann. And, the Knights and the Church of Favonius are really proud of you. Ach, das ist auch nett. Was haben wir denn getan? Aw, thanks. We'll do our best. Paimon's even more motivated than ever now. We gotta make sure we do a really great job here. Während der Aktion Wohltätige Kreativität kannst du die folgenden beiden Methoden anwenden, um genügend Geld zu sammeln, bevor du deinen Wohltätigkeitsladen eröffnest. Verkaufe Weinzutaten an Weinhändler, hilf Kunden aus der Fremde bei ihren Bestellungen, kassiere somit Arbeitsgebühren. Mhm. Ich gehe jetzt mal einmal hier hin. Sind die Jona und Margret nicht hier? Ja, weil die Jona immer schlechte Laune bekommt, wenn das Weinlesefest ansteht, hat Fräulein Margret ihr freigegeben. Das kann man auch verstehen. Schließlich sind auf dem Weinmarkt mindestens 10-mal so viele Trunkenbolde unterwegs wie normalerweise in der Taverne. Fräulein Margret wird so eine schöne Zeit natürlich nicht im Laden verbringen. Sie ist sich jetzt schon sicherlich irgendwo amüsieren gegangen. Ich möchte Rohmaterialien zur Herstellung von Wein verkaufen. Genau. Ich suche nach der Einkaufsliste. Wo habt ihr sie nur hingelegt? Okay.
Ah. Okay. Nee, Löwenzahn und so nicht. Aber hier, ich kann euch massig Kiefernzapfen verkaufen. Oh. Mehr als 5 nehmt ihr nicht. Na gut. Zack. Aber das kann ich euch doch schon mal verkaufen. Sehr gut. Das nehmen wir nicht. Das ist mir zu teuer. So. Was sagt denn jetzt hier? Das ist ja das von Bernhard. Aktionsdetails. So, Mittelbeschaffung. Kommunizieren, eine Charge Minzbeere zu erwerben. Ich bin ein Händler aus Lier. Derzeit kaufe ich die regionalen Spezialgetränke aller Orte ein. Ich hoffe, dass so wohlwollende Leute mir auf dem Weinlesefest und für mich zum Katzenschwanz kommunizieren können, eine Charge Minzbeeren zu erwerben. Ach du Schande! Okay. Müssen wir jetzt erstmal zu ihr hinlatschen und dann wieder zurück? Ach du Schande. Eieiei, okay. Mal gucken. Willkommen, was möchtet ihr jetzt vertrinken? Ihr seht nicht so aus, als ob ihr von hier seid. Ich weiß nicht, ob mein Tee euch schmecken wird. Ich mache euch erst einmal eine Kanne weißen Yunlei-Tee. Wenn ihr es nicht gewohnt seid, könnt ihr später wiederkommen. Bis dahin sollte ich jemanden gefunden haben, der auf dem Weinlesefest der Mondstadt eine Auswahl an Getränkespezialitäten für mich besorgen kann. Wir sind hier, um beim Einkauf von Getränken zu helfen. Oh ja, wir sind zuverlässige Gehilfen. Wir haben gehört, dass du einen Auftrag auf dem Weinfest ausgeschrieben hast und einen Kenner suchst, der Getränke für dich bestellt. Also sind wir zu dir gekommen. Sag uns einfach, welche Getränke du bestellen möchtest und wir werden die Bestellung für dich aufgeben. Um für Gäste etwas zu bestellen, seid ihr extra nach Lier gekommen? Ihr seid ja wirklich zu freundlich. Und ich hatte schon befürchtet, dass niemand eine so schwere Aufgabe übernehmen will. Also ich zähle auf euch. Ich habe von Matrosen, die in Mondstadt waren, gehört, dass Minzbeere, das Spezialgetränk der Taverne zum Katzenschwanz, erfrischend und beruhigend zugleich sein soll. Deshalb möchte ich 65 Kisten Minzbeere bestellen und sie zusammen mit den anderen Getränken an die Seeleute verkaufen. Das hält sie bei guter Laune und ermöglicht es ihnen, effizient zu arbeiten. Früher haben die Händler von Mondstadt nach meinen Bedürfnissen Äquivalente für mich vorbereitet. Dieses Mal habe ich mich entsprechend der Gewohnheiten des Weinlesefests rechtzeitig mit Weingelee eingedeckt. Ich gebe es dir. Mein Beschaffungsmittel ist großzügig berechnet. Der Überschuss soll der Lohn für eure Mühe sein, auch wenn es nicht reicht, euch meinen Dank auszudrücken. Okay, kein Problem. Keine Sorge, also 65 Kisten Minzbeere. Überlasst die Bestellung Matze und Paimon. Wir sind schon Experten darin. Wir sind bald zurück. Okay. Jetzt müssen wir wieder hier zurück und die Minzbeere besorgen, richtig? Okay. Wir haben jetzt schon Weingelee gekriegt und müssen jetzt möglichst billig das Minzbeerenzeugs kaufen, richtig? Willkommen am Stand der Taverne zum Katzenschwanz. Hier gibt es etwas, das ihr zwei gerne kaufen möchtet? Hallo Fräulein Diane, wir sind mit einer großen Bestellung zu dir gekommen. Oh, der neue Laden an der nördlichen Anlegestelle in Deal. Die Matrosen von Dornmannshafen haben auch von der Inhaberin gesprochen. Ich glaube, Margaret hat auch Rohmaterialien bei ihr gekauft. Als Kuching kürzlich an der Anlegestelle Getränke an die Matrosen verkauft hat, hat sie diese auch gebeten, für das Quellwasser aus dem Schinksedorf zu werben. Sie kauft das Wasser aus dem Schinksedorf zu einem hohen Preis und verkauft es dort, wo es gebraucht wird. Dabei macht sie nur einen minimalen Gewinn. Durch ihre Vermittlung können Auswärtige mit dem Quellwasser aus dem Schinksedorf einzigartige Weine herstellen und die Alten aus dem Schinksedorf verdienen auch gut dabei. 2 Fliegen mit einer Klappe. Also gibt es auch eine Hintergrundgeschichte. Frau Kuching ist wirklich ein guter Mensch. Ja, vielleicht wird die Taverne zum Katzenschwanz langfristig mit ihr zusammenarbeiten. Also zurück zum Geschäft. Wie viel wollt ihr für so viele Minzbeere ausgeben?
Sagen wir mal 13.500. Okay. Dann nicht. 14.200. Ach, sagen wir 300. Ich finde es halt irgendwie schwierig rauszufinden, wie nah wir dran sind. Wir machen es dabei zwar etwas Verlust, aber weil die Ware für Fräulein Kutsching bestimmt ist, geht es in Ordnung. Na, immerhin. Gut abgemacht. Okay, erledigt. Jetzt können wir zu Fräulein Kutsching zurückkehren. Ei. Okay, schön. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Nee, das macht nicht so viel Spaß. Ich habe lieber ein Rätselchen oder sowas. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt gleich einfach mal. Die Frage ist, ziehen wir auf Venti oder auf den neuen Charakter? Venti habe ich auch noch nicht. Fräulein Kutsching, wir sind zurück. Wir haben deine Getränke bestellt. Sie werden morgen verschifft und sollten bald an der Anlegestelle sein. Hier ist der Beleg. Schon erledigt? Ihr verschwendet wirklich keine Zeit. Ich koche euch eine Kanne Tee mit dem besten Bergquellwasser. Wir haben doch schon unseren Lohn erhalten. Genau, außerdem müssen wir noch anderen Leuten bei ihrer Bestellung helfen. Mach dir keine Mühe um uns. Einmal wünsche dir viel Erfolg bei deinem Geschäft. Beim nächsten Mal werden wir ein leckeres Getränk genießen. Ach gut, nächstes Mal werde ich euch ein Getränk zubereiten, das ihr lieben werdet. Ihr müsst unbedingt öfter kommen. Okay. Wie viel müssen wir einnehmen? So, wir brauchen 32.000 von den Mitteln. Der Stand von zum Katzenschwanz kauft jetzt alle Arten von Weinzutaten. Der Preis ist fair. Wir bitten alle Lieferanten an unseren Verhandlungen teilzunehmen. Seid euch versichert, wer daran teilnimmt, ist ein von Jonas streng gehütetes Geheimnis. Der Stand der Engelsgabe ist dabei, Weinzutaten einzukaufen. Ach so, da können wir auch noch hin. Dann machen wir das doch. So, das war doch der Stand. Da waren wir doch schon. So, was kauft ihr denn ein? Ich möchte Rohmaterialien verkaufen. Äpfel könnt ihr haben. So viel ihr wollt. Dämmerfrucht könnt ihr haben. Zuckerblume könnt ihr haben. Ja, das könnt ihr alles haben. So. Reicht immer noch nicht, ne? Wir kommen der Sache schon näher. Wir kommen der Sache schon näher. Was verkauft ihr hier eigentlich noch? Verkauft ihr noch irgendwas? Nee. Ja, ich muss hier was von abgeben, vermutlich. Ja, wäre gar nicht so schlecht. Aber wir gucken erstmal, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendeinen Handel treiben können. So, ich bin ein Koch, der aktuell im Xingsdorf lebt. Ich habe gehört, dass es auf dem Weinfest im Mondschatz Stände gibt, an denen Getränke mit besonderem Geschmack verkauft werden. Ich bin hoch interessiert.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, eine Charge Festtagssaft zu kaufen. Ich bin mit den Regeln des Beauftragens von Menschen für tätig mir bestens vertraut. Die Belohnung wird reichlich sein. Ja, es sind nur noch diese beiden offen. Ja gut, dann bleibt uns da auch nicht viel übrig. Body and mind. Es ist für die kleinen Kinder. Du seid nicht so geizig, Leute. Time to act. Gäste von außerhalb, willkommen in Kingstedorf. Hallo. Paimon sagt's, wir stellen uns zuerst selbst vor. Das ist die allmächtige reisende Matsu und ihre tolle Begleitung ist Paimon. Wir helfen unseren nicht ortsansässigen Gästen bei der Bestellung von speziellen Getränken des Weinfestes und haben deinen Auftrag gesehen, sodass wir direkt mit dir sprechen wollten. So ist es also, ich mag diese Direktheit. Dann komme ich auch zur Sache. Ich bin Guanchi, ein Koch. Ich möchte 100 Kisten Festtagssaft für einen Früchtetee kaufen und meine Kumpel damit aufheitern. Also gut, wir machen uns an die Arbeit. Bitte stell uns dein Budget zur Verfügung. Es ist schon alles vorbereitet. Bitte nehmt dieses Weingelee. Nach der Bestellung muss noch etwas übrig sein. Das soll der Lohn für eure fleißige und vorzügliche Arbeit sein. Weißt du noch gar nicht, was wir getan haben. Wir nehmen das und machen uns gleich auf den Weg. Großartig. Ich warte auf gute Nachrichten von euch beiden. Das war ein schneller Austausch. Wach auf, Matsu. Lass uns gehen. Wenn du etwas sagen willst, dann warte, bis wir die Bestellung gemacht haben. Je eher wir unsere Arbeit gemacht haben, desto eher können wir unseren Laden eröffnen. Laden eröffnen, lalalala. Okay. Lalalala. Laden eröffnen. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Georg. Oh, ihr seid wieder da. Seid ihr wieder hier, um eine Bestellung für einen ausländischen Gast aufzugeben? Genau, diesmal brauchen wir 100 Kisten Festtagssaft für Guanchi, dem Koch von Kingstedorf. Wir sind aufs Falschen vorbereitet, Herr Georg. Klingt, als wäre das ein Handelskrieg. Oh, was für ein Elan. Dann lasst mich mal euren Spürsinn sehen. $20.500. Wie viel brauchen wir denn noch? Nee, wir machen 20.000. Oder? Ist ein bisschen arg wenig, oder? 20.500. Der schmeißt uns gleich raus. Oha. $22.100. Der schmeißt uns raus. Ah, nicht schlecht. Ihr habt mich auf das niedrigste Angebot, das ich annehmen kann, festgenagelt. Ihr seid clever. Gut, ich gebe euch einen Beleg und arrangiere den Transport, wie beim letzten Mal. Der ein neuer Kunde ist, gebt ihr ihm besser als diesen Beleg. Das wird ihn beruhigen. Klingt vernünftig, was der Georg da sagt. So gefällt uns das. Los, Matsu, gehen wir zurück ins Kingstedorf und sagen Bescheid. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem noch was verkaufen, ne? Body and mind. Herr Guanchui, wir sind zurück. Wir haben deine 100 Kisten Festtagssaft bestellt. Hier ist dein Beleg. Sehr schön, ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ich möchte diesen frischen Festtagssaft eingehend untersuchen und ihn im genau richtigen Verhältnis mit dem Tee mischen, um den besten Geschmack zu erzielen. Damit sollten meine Kumpel bei ihrer Feldarbeit richtig Kraft bekommen.
Das klingt ein wenig nach dem Spezialgetränken der Tavernen, aber es geht... Aber geht das denn auch mit Tee? Keine Sorge, ich habe eine Zeit lang als Koch im Ausland gearbeitet. Auf diese Weise kann ich die Kosten und den Geschmack am besten mal ausbalancieren. Ich habe schon sehr viel gemixt. Das möchte ich auch einmal probieren. Wenn das nächste Mal in Kingsdorf kommt, dann werde ich euch das Resultat vorsetzen. Gut, dann darf Matsu zuerst kosten. Du schaffst es, Kochwirt. Ich danke euch. Kommt öfter vorbei, wenn ihr Zeit habt. Yep, looks like we've got enough funds now. Yay! Wir haben genug zusammen. Sehr gut. So. Bernhard, we got all the funds you need. Already? Wow, you sure work fast. Alles ist bereit. Wir brauchen nur noch zu eröffnen. All right. Our suppliers are ready and waiting. Just give me a moment. What do you think? Not bad, huh? Of course, if you're in a creative mood at any point, feel free to redecorate the place however you want. It's great! Really looks the part. The shop definitely needs a name, though. How about, Favonian Goodies? Das klingt sehr nach einer Idee von Paimon. Paimon will take that as a compliment. Okay, Bernhard, so what do you need us to do next? Gathering the funds was a monumental task. It must have been very demanding. So don't worry about all those other menial things that need doing. You both have more experience than me. It'd be great if you could figure out the more managerial level things, like our sales strategy, SOPs, USPs, QC principles, KPIs. I've got to be honest. I hear other store owners using these terms, but I can't say I really know what they mean. I just know they're important, which means they're probably best dealt with by you. Er hat ja jetzt gerade auf Englisch mit sehr, sehr vielen Abkürzungen um sich geschmissen. Und ich finde es gerade maximal gruselig, dass ich tatsächlich verstanden habe, wovon er redet. Jetzt nicht nur, weil da die Untertitel bei sind. Aber weil ich gerade damit viel zu tun habe. We'll be the shop owners who make the big business decisions, and you'll be the shop assistant doing all the actual day-to-day work? Yep. My strength is in execution. Your shop, your rules. I am but a tool to be used however you see fit. Was für ein Bewusstsein für die eigenen Stärken. That sounds a little extreme. This is for charity, remember? We're not some cutthroat business executives. All right, why don't you go ahead and take a type 5, Bernhard? The two of us need to touch base on strategy. Okay, we have a clear corporate mission statement. Our goal is to become the best darn snack shop in the whole festival market. Now let's all prepare to give 110% as we receive our first customers. Der Laden ist eröffnet. Traveler? Paimon? What a surprise. Mona and Fischl! You came to check out the market, huh? One was wise to follow one's intuition and ask Lady Magistus to join the Prinzessin on a tour of this folk festival. Extraordinary events may yet unfold, even on this unexceptional autumn day. Splendid, most splendid. Mein Fräulein is battling hard to suppress the euphoria in her voice. Seeing you here has put her in the most wonderful mood. Oz, spare us your gratuitous embellishments. Maybe you should leave me to... Not long ago, Her Highness had a very nice dream and took it as a sign that something good was about to happen. Naturally, Her Highness's first thought was to come to me for some astrological guidance on the matter. She also noticed that the Weinlesefest was in full flow and asked if I was interested in checking it out with her. I, of course, agreed. I can take advantage of the festival period discounts to purchase some bulk supplies for my present column writing spree. I must admit, without Her Highness's reminder, the Weinlesefest may well have completely passed me by. Lady Magistus,
Might Her Highness remind you that the dream of which you speak occurred no less than 9 days ago? And that only after awaiting Lady Magistus's return letter. In vain for all this time did one have no recourse but to rap most furiously upon the door to thy abode. Wait. It's been 9 days already? 9 days! Where did the time go? In light of the great importance this manuscript has to you, Lady Magistus, one shall not hold thy inattentiveness to the passage of time against thee. But I would implore you, Lady Magistus, to be attentive at least to the nigh overflowing mailbox outside your door. There appear to be many others whose letters go unanswered. Wow, Mona. You were so immersed in your research that you forgot all about the time, stopped checking your mail, and almost missed out on a huge festival. Manchmal ist es sehr wichtig, sich nicht von außen ablenken zu lassen. Anyway, time is of the essence. I have a lot of bulk Ach, buying Mona. to do. I feel with you. Ich kenne das. Speaking of which, it's quite a surprise to see you running your own shop. And a snack shop at that. Oh, actually, we're just helping someone else out. Feel free to browse around. Was möchte Mona kaufen? Let me think. Can you recommend anything that goes well with a drink? Salzfischli? Sure can. If you got the hangries, then look no further. Just that time and check the menu. Wait a sec. Goes well with a drink. Uh-oh. Is the riding going that badly? You know drinking isn't gonna solve your problems, right? As it happens, Mein Fräulein has been visiting Mona quite frequently as of late. It is possible that Lady Magistus is feeling the pressure from the constant interruptions. Gib nicht nach, Mona! Oh, no, it's nothing like that. This has nothing to do with drinking or with officials' visits. Recently, Her Highness invited me to try her signature cold-cut platter. I mean Die Heilige Sinfonie. Die Heilige Sinfonie. It had such a unique taste, and every bite was so sumptuous. Before I realized it, I had finished the entire plate. Wow. Well, an empty plate is the highest compliment you can give to the chef. Die Heilige Sinfonie is an excellent dish. It's filling, full of energy, and has a long shelf life. And, if I'm not mistaken, it's often paired with alcohol. It is, in almost every respect, a far superior dish to the so-called satisfying salad. Fortunately, however, the Weinlesefest is upon us. A festival during which not only are wines sold at discounted prices, but also wine-related food products. This opportunity is a godsend. I cannot let it slip by. Rejoice, Lady Magistus. That dish was but a spontaneous creation, hastily made in a moment of need while on a royal excursion. You shall have many opportunities to enjoy far finer culinary delights than this. Mein Fräulein means to say that this dish represents a mere fraction of her full capabilities. But of course, far be it for me to suggest that the true breadth of Her Highness's culinary brilliance can be displayed in a single dish. However, I cannot expect the sovereign to serve her subject. What I mean is, I can't keep letting you cook for me when you're a guest in my home. At the very least, I should have something more than salad in store for when people come around. With any luck, I'll be able to find something to your taste here. Huh? Mona, is that really what this is all about? Mein Fräulein, might I suggest alternative phrasing that would be more faithful to your style? Perhaps, long had I foreseen this, or thou needst not fret over thy affinity for salad. Most indeed, Lady Magistus. You have long since earned the recognition of your prinzessin. Devote yourself to deciphering the secrets of the starry sky. You need not spend precious hours in search of additional ways to delight me. Don't worry. I won't always be as busy as this. It'll be quite nice to work on some other skills when I have the time. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Was wollt ihr?
Die kriegt jetzt nichts geschenkt, oder? In addition to our range of ready-to-eat drinking snacks, we also have a wide variety of semi-prep dishes for sale. Why not get a few of each kind? Finishing off these ready-to-cook meals at home is easy as pie, takes no time at all, and can help you improve your cooking skills. Then, once you have more time on your hands, you'll be ready to challenge yourself with some trickier dishes. We can even come and help if you want. The traveler is Ja, wir haben auch nichts Besseres zu tun. It'd be no problem. Ein Kinderspiel. That's a great idea. I'm almost tempted to increase my budget now. Lady Magistus, your prinzessin awaits your culinary masterpiece with great anticipation. Nur kein Druck, nur kein Druck. But please keep Paimon's suggestion in mind and allocate your time wisely. Oh, you just wait. The next time you dine at my home, I'm sure you will be pleasantly surprised. Favonian Goodies has just completed its first sale! Yay! Obwohl es aber nicht gerade viel war. That's right! And it makes Paimon Mist. so happy to see a delighted customer find something that they really like. Oh, Paimon never knew that selling things to people who need them could feel so fulfilling! Looks like being a shop owner is a pretty cool job after all. Alright, let's keep up the momentum and get our name out there! Hallo, we are there. Okay, sprich nach der Eröffnung des Ladens mit Bernhard, um das Betriebsergebnis des Ladens zu sehen. Bevor jeder Kundenzyklus beginnt, musst du das Geldgut einteilen und die 3 Richtlinien deines Ladens anpassen. Höhere Betriebseinnahmen können erzielt werden, wenn jede Richtlinie ihren Zielpunkt erreicht. Übersteigen die investierten verfügbaren Finanzmittel den Zielpunkt der jeweiligen Richtlinie, kannst du weiter zusätzliche Betriebseinnahmen erzielen. Nach einer bestimmten Anzahl von Kundenzyklen kannst du Ladenstrategien einsetzen, die den Ladenbetrieb fördern können. Die Wirkung verschiedener Ladenstrategien kannst du in der Strategienübersicht einsehen. Nach einer bestimmten Anzahl von Kundenzyklen kannst du Assistenten einstellen, die den Ladenbetrieb unterstützen können. Diese Assistenten können jeweils einen gewissen Bonus für jede Richtlinie bereitstellen und als Belohnung können sie auch eine bestimmte Summe an Betriebseinnahmen verdienen. Die Anzahl für den Erhalt der Belohnung ist begrenzt. Die Wirkung jedes Assistenten hält nur für einen Kundenzyklus an. Demnach musst du 2 weitere Zyklen abwarten, bevor du denselben Assistenten erneut einstellen kannst. Jo! Beim Ladenbetrieb können überraschende Ereignisse und unerwartete Fälle auftreten. Werden die überraschenden Ereignisse rechtzeitig bewältigt, ist es möglich, dass du entsprechende Belohnungen erhältst. Nutze indes Ladenstrategien und weitere Methoden, denn so kannst du die unerwarteten Fälle effektiv lösen. Aha. Okay. So, wir haben doch schon was verkauft. Erziele eine Gesamtbetriebseinnahmen von 40.000. Mittelbeschaffung. Abgeschlossen. Ah, da kriege ich auch was. Haha. Einsammeln. Tada. So. Und hier kann ich jetzt auch noch nichts. Okay. Wohltätigkeitsunion. Ach du Schande. Wollen wir jetzt erstmal eine Runde ziehen? Einmal 10 Ziehungen machen? Machen wir. So. Und zwar... nee, das nicht. Venti oder Zyno? Ja, ich habe schon Xiao. Ich brauche Venti gerade nicht unbedingt. Ja, Zyno brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Zumindest weiß ich noch nicht, wo ich den am besten reinhaue. Aber ich glaube, ich ziehe den jetzt mal. Ich mache Zyno. 10 Ziehungen, Zyno. Also, Daumen drücken. 3, 2, 1. Okay. Was Goldenes. Jetzt bin ich gespannt. Eine Sayu. Das ist aber lila, nicht Gold. Sayu nehmen wir auch. Na, macht's nicht so spannend. Ein Zyno. Perfekt. Dann kann ich mich ab jetzt auf Ventil konzentrieren. Ja gut, den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so schnell kriegen. Tada!
Das war doch mal eine richtig gute Ziehung. Nice, nice. Nice, nice. So, wo ist denn jetzt hier genau die Zahl? Der Muji Daruma vom Jus. Die Mujina Wirsal ignoriert die LP-Beschränkung, kann somit gleichzeitig Gegner in der Nähe angreifen und die LP von Figuren wiederherstellen. Klingt doch gar nicht so schlecht. Ich verstehe zwar kein Wort, aber es klingt gut. So. Hier haben wir den guten Sino. Kannst du den tollen Speer gebrauchen? Vielleicht, ne? Muss ja einen Grund haben, wieso wir den also theoretisch kriegen können. Da muss ich mir mal anschauen. So viel aufleveln tue ich ja tatsächlich nicht bei den Characters. Oh, nice. Dann können wir jetzt auf Venti ziehen. Mal gucken, was dann kommt. So, machen wir hier nochmal weiter. Ah, hallo, wollt ihr einen Bericht über die aktuelle Situation oder habt ihr eine neue Geschäftsstrategie? Über den Laden. Alles läuft reibungslos. Bitte hört euch meinen Geschäftsbericht an. 2000 für diesen Zyklus. So. Zurück um die Richtlinie Warenqualität. Betriebseffizienz. Dienstleistungen. Ich verstehe jetzt nicht. Gut, Warenqualität verstehe ich noch. Okay. Einführung spricht nach dem Eröffnen des Ladens mit Bernhard und das Betriebsergebnis des Ladens zusehen. Bevor jeder Kunde muss das Geld gut einteilen und 3 Richtlinien Laden höhere Betriebseinnahmen können jetzt erzielt werden, jede Richtlinie ihren Zielpunkt erreicht. Aber steigende Investitionen für den Zielpunkt der Welt kannst du weiter zu Ja, schon klar, aber Ah ja, okay, wir müssen am besten einmal hier. Und jetzt ist gut, mehr muss ich nicht machen, oder? Wir erhöhen mal so ein bisschen die Qualität. Achso, die verfügbaren Finanzmittel reichen nicht aus. Achso, mehr kann ich jetzt nicht reinmachen. Achso, ich habe genau 2000 jetzt. Und damit habe ich jetzt bei allen den Zielpunkt erreicht. Ja, das war ja jetzt noch einfach. Glaube ich. Okay. Jetzt haben wir 2025. Okay. Und jetzt? Jetzt kann ich noch ein bisschen drüber hinausgehen. Erhöhen wir noch die Effizienz ein bisschen. Ja, und eröffnen. Mal schauen. Überraschendes Ereignis, Strategie und Praxis. Aha. Überraschendes Ereignis. Ehrenritterin Paimon, ihr führt diesen Laden schon eine ganze Weile. Diese Methode, nach der der Laden derzeit geführt wird, basiert auf früheren Geschäftstätigkeiten. Aber das funktioniert vielleicht nicht in jeder Situation. Ihr habt viel gesehen und breites Wissen erworben. Ihr könnt auf den Erfahrungen des Umgangs mit anderen Händlern über euren eigenen einzigartigen Geschäftsstil nachdenken. Ja genau, das Ladenstrategem, von dem Bernhard einmal gesprochen hat, bezieht sich auch darauf, oder? Wir haben tatsächlich viele Ideen. Sehr wohl, macht es auf eure Weise und ich werde alles tun, was ihr mir sagt.
In der Zwischenzeit werde ich die Erfahrung anderer Händler sammeln und sie an euch weitergeben. Ich hoffe, diese Notizen nützen euch und führen euch zu neuen Inspirationen. Neue Ladenstrategien erhalten. Aha. Imbissstand. Aber sonst, okay, okay, dann. Oh, das reicht nicht. Aber wir können jetzt nichts anderes wählen, ne? Außer Imbissstand. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, um genau zu sein. Das ist ein Ausrufezeichen, aber das Ausrufezeichen kann... Was ist denn hier? Möchtest du diesen Ladenstrategienplatz freischalten? Okay, ja, möchte ich. Und jetzt? Warenqualität wird stark erhöht, Betriebseffizienz und Dienstleistungen werden leicht verringert. Warenqualität wird moderat erhöht. Ah, ja. Ah, okay, dann haben wir hier Dienstleistungen und Rückmeldungen. Okay. Dann würde ich hier gerne die Warenqualität moderat erhöhen. So. Das kann ich noch nicht. Nee. Okay. So, jetzt kann ich hier nochmal die Betriebseffizienz erhöhen. Nee. Gehen wir ein bisschen runter und machen lieber die Warenqualität nochmal ein bisschen hoch. Okay. Jetzt so langsam, so langsam. So langsam verstehe ich. Okay. So, jetzt dürfen wir jetzt hier wieder eins freischalten. Okay. Hier haben wir jetzt die Warenqualität moderat erhöht. Die müssen wir jetzt ordentlich erhöhen. Und jetzt müssen wir hier noch die Dienstleistungen am besten. So. Jetzt können wir hier Pling machen, da Pling machen. Ne, da nicht. Egal, öffnen wir mal. Überraschendes Ereignis, Zeit der Prüfung. Okay. Ehrenritterin Paimon, die Zeit ist gekommen für die Ladenbesitzerprüfung. Ich bitte euch um eure Kooperation. Ladenbesitzerprüfung. Das klingt nach einer Prüfung über Gesetze und Vorschriften. Müssen wir denn einen sehr komplizierten Fragebogen ausfüllen? Nein, keineswegs. So formell ist es nicht. Mündliche Antworten genügen. Die Situation von unserem Laden ist etwas ungewöhnlich. Eigentlich sollte Lia kommen, um mich zu bewerten, aber ich habe schon längst das gesamte Sicherheitshandbuch auswendig gelernt. Und ihr beiden seid jetzt die Ladenbetreiber. Deshalb hat Lia mich gebeten, euch in ihrem Namen zu überprüfen. Ihr müsst nur 2 Fragen beantworten, um zu belegen, dass ihr ausreichende Kenntnisse über die Sicherheit habt. Das kriegt ihr locker hin. Wenn die Antworten richtig sind, könnt ihr eine Belohnung erhalten. Hat Paimon sich erschreckt, aber so hört es sich eigentlich gar nicht so schwer an. Also fangen wir an. Ja gut, hier kommt die erste Frage. Ich habe Angst. Was musst du tun, wenn ein stadtbekannter Trunkenbold plötzlich stockbesoffen vor deinem Laden auftaucht? Was hat er denn Gutes getrunken? Wir sollten das auch hier verkaufen. Was hat er denn Gutes getrunken? Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, rufe den Ritterorden um Hilfe, um zu verhindern, dass dem Gegenüber wegen Trunkenheit etwas zustößt. Das hatte ich nicht zur Auswahl.
Allerdings folgt man der Meinung der Ehrenritterin, müsste dieser Wein jedoch wirklich stark sein, wenn er selbst einen Trunkenbold umwerfen kann. Sein Lagerbestand ist bestimmt begrenzt und wenn wir auch einsteigen, können wir die Bestände anderer Läden reduzieren. Und dann wäre noch zu erwähnen, dass, wenn es eine zusätzliche Verkaufsstelle gibt, die diesen Wein verkauft, die Wahrscheinlichkeit verringert werden kann, dass die Kunden in einem Laden viel zu viel trinken. Ehrenritterin, was für eine fantastische Antwort. Du hast sogar die langfristigen Konsequenzen in Betracht gezogen. Hab ich? Bernhard, diese Logik ist ganz schön kompliziert. Du musst dich nicht so sehr anstrengen, um für die Antwort von Matze einen plausiblen Grund zu finden. Also hier kommt die zweite Frage. Die zu Verkauf stehenden Waren sind oft verpackt und gestapelt, was ein großes Brandrisiko darstellt. Welche Maßnahmen ergreifst du als Besitzer, um Brände zu verhindern? Einen Kryoschleim in eine der Kisten legen, einen Kryoschleim in jede der Kisten legen. In eine der Kisten sollte eigentlich reichen. Hey, jetzt sei bitte mal ernst! Warte mal, an eine solche Lösung habe ich nie gedacht. Der Schlüsselpunkt dieser Frage ist die Art und Weise, in welcher die Kisten mit Waren zu stapeln sind. Eine Frage, der sich jeder Ladenbesitzer stellen muss. Die Standardantwort lautet, es ist gefährlich, eine große Anzahl von Holzkisten übereinander zu stapeln. Man muss sie verteilen und eine gute Belüftung zwischen ihnen gewährleisten. Allerdings wird dadurch das Herausnehmen der Waren für Läden mit wenig Personal sehr umständlich. Die Methode, die die Ehrenritterin vorgeschlagen hat, kann nur von den Stärksten angewendet werden. Aber eine Verbesserung der Feuerfestigkeit von Holzkisten könnte das Problem grundlegend lösen. Ich habe von Herrn Timaeus in der Stadt gehört, dass es eine Farbe gibt, der Schleimabsonderung zugesetzt wurde und die eine bemerkenswerte feuerhemmende Wirkung hat, weshalb sie es verdient, von allen verwendet zu werden. Bernhard, meinst du das ernst? Wenn Paimon gewusst hätte, dass eine solche Antwort auch als richtig bewertet würde, hätte Paimon vom Matsu geantwortet. Wie könnte Paimon als eine der Ladenbetreibenden überhaupt nicht das nötige Wissen unter Beweis stellen? Überhaupt nicht das... Egal. Paimon, lass den Kopf nicht hängen. Die Antworten, die die Ehrenritterin gerade gegeben hat, sind locker, scherzhaft und zugleich aufschlussreich, ähnlich wie deine Art zu reden. Vielleicht hat die Ehrenritterin sich bei ihrer Antwort von dir inspirieren lassen. Ja, bestimmt, garantiert. Paimon ist mein großes Vorbild. Ach, wirklich? Du hast es gemerkt. Also stimmt es doch. Wenn es einmal wieder so eine Frage gibt, dann lass Paimon sie beantworten. Wie dem auch sei, wann immer ich mit euch dabei zusammenarbeite, lerne ich sehr viel dazu. Ihr habt die Prüfung bestanden. Beide Fragen wurden brillant beantwortet. Hier ist Lias Belohnung für euch. Nehmt sie euch. Okay. Assistenten. Dienstleistungen. Können wir die Warenqualität jetzt... die brauchen... Können wir... Ach. Dann lass mal hier irgendwas machen, was... leicht erhöht. Die Qualität. Ich will doch das rausnehmen. So. Brauchen wir gar nicht. So. Die Warenqualität wird leicht erhöht. Reicht, glaube ich, oder? Hä? Was? Leicht erhöht bestätigen. Nee. Dann doch lieber... So, das hier ist... nein! Ich wollte noch gar nicht starten. Verdammt. Das war... Nein. Erst denken, dann klicken. Verdammt. So. So, Betriebseffizienz. Hä? So, und jetzt noch, was haben wir denn noch? Dienstleistung und Betriebseffizienz, muss beides erhöht werden. Nee, dann doch lieber...
Das wird teuer. Unerwarteter Fall. Qualitätsprobennahme. Für einen Kundenzyklus ist das Ziel für die Warenqualität. Was? Unerwarteter Fall. Qualitätsprobennahme. Für einen Kundenzyklus ist das Ziel für die Warenqualität des Imbissstands strikter. Aha. Okay. Die Warenqualität stark erhöht ist schon okay. Betriebseffizienz. Dann müssen wir nochmal die Effizienz. Ich will einen anderen Assistenten. Ach so, ich darf prinzipiell jetzt keinen Assistenten. Oh Gottchen. Okay. Mist. Na, ob das gut geht. Ich mache immer weniger, als ich ausgebe. Seltsames Paket. Aber irgendwie scheint es doch zu funktionieren, was ich tue. Überraschendes Ereignis. Ihr beiden, es gibt einen Notfall. Eine unbekannte Person ist im Laden erschienen und hat ein Paket und einen Brief dagelassen. In seinem Brief hat er davon erzählt, dass unser Wohltätigkeitsverkauf ihn an seine eigene mittellose Kindheit erinnerte. Es war gedankenvoll und bewegend. Er wünschte, dass jedes Kind glücklich und zufrieden aufwachsen könne. Deshalb spendete er einiges Weingelee und Habseligkeiten, die verkauft werden konnten. So etwas haben wir zum ersten Mal erlebt. Paimon ist etwas gerührt. Aber warum verbarg er seine Identität? Vielleicht ist dieser Mensch einfach sehr bescheiden. Er tut etwas Gutes, ohne seinen Namen zu nennen. Beschert auch das eine gute, gewisse Genugtuung? Vielleicht sollten wir etwas achtsamer sein. Ich habe gehört, dass die Schatzräuber ihre Beute mit alltäglichen Waren zusammen an nichtsahnende Händler verkaufen würden. Auf diese Weise werden sie die heiklen Dinge geschickt los und können dabei sogar eine Menge Mora verdienen. Paimon kann nicht glauben, dass das passiert. Diese verfluchten Schatzräuber. Wie können sie sogar normale Inhaber und Kunden täuschen? Auf einmal ist Paimon etwas beklommen zumute. Matsu, was meinst du, wie wir mit dem Paket umgehen sollten? Es wäre besser, das Paket erst zu prüfen. Ja, Vorsicht schadet nicht. Gut, ich werde dieses Paket zum Ritterorden bringen, damit es von zuständigen Leuten überprüft wird. Das Ergebnis ist da, Ehrenritterin Paimon. Die Gegenstände im Paket sind in Ordnung. Die Truppenführerin Hertha sagt, wir sollten beruhigt sein. Auch während des Wohlfahrtsverkaufs im vergangenen Jahr hat jemand auf diese Weise Gegenstände gespendet. Dennoch sollte dies eine Mahnung für uns alle sein. In letzter Zeit haben wir die von Schatzräubern gestohlenen Güter sehr genau verfolgt. Und es ist gut möglich, dass sie diese Art von Liste anwenden, um sich Ärger zu ersparen. Als Truppenführerin Hertha davon hörte, spendete sie auch einen Geldbetrag aus ihrer eigenen Tasche, um uns ein wenig unter die Arme zu greifen. Aha, jetzt versteht Paimon. Es ist gut, dass mit dem Paket alles in Ordnung ist. Dank sei diesem geheimnisvollen und gütigen Mann und Paimon hofft, dass ihm jeden kommenden Tag alles gut läuft. Neue Ladenstrategie. Alles wird gleichmäßig optimiert. Das klingt doch gut. So. Haha. Noch ein bisschen auf die Qualität. So, why not? So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ah, ganz knapp. So. Ach du meine Güte. Warenqualität um 30%. So.
Noch ein bisschen Dienstleistung oben drauf. Vielleicht so. So, dafür. Yay! In diesem Abschnitt kann es nicht noch mehr Kundenzyklen geben. Warte bitte und beginne den nächsten Abschnitt. Okay. Honorary Knight, Paimon! Good news! We have some new helpers. Ach du meine Güte. These two store owners heard about our charity sale. They want to donate their earnings and join us. What? A donation? Are you sure? Absolutely. Each extra donation means one extra person getting the help they need. Both Pauline and I think that's more important than us making more money than we technically need. This year's Weinlesefest is busier than previous years, so we met our target earnings more quickly than we expected. It doesn't seem right to leave the important task of caring for our most vulnerable to you alone. We just want to help however we can. Please, it's the least we can do. Herzlichen Dank. Yeah. Aw, this is the warmest, fuzziest feeling ever. Hey PJ, hallo. Heute keine Story. Ja, es ist ja jetzt die letzten 2 Wochen ausgefallen, deswegen muss ich jetzt erstmal die Sachen machen, die irgendwie zeitlich begrenzt sind. Und hier ist ja echt viel bei diesem Weinlesefest. But this does mean we'll have to change the name of our shop. How about Favonian Goodies and Buddies? Klingt gut. Alright, let's give this all we've got and make this a charity event to remember. Du meine Güte. Over here for snacks, fresh flowers, and general goods. Folks, grab bargains at Favonian Goodies and Buddies. Huh? Hey, look, it's Albedo! Hello there. Herzlich willkommen. Looking to buy anything in particular, Albedo? I'm not in dire need of anything right now. I just heard that you were running the Knights of Favonius stall, and as it happens, Timaeus and I made some progress in our research recently, so I took the opportunity to bring you a batch of our finished product. Consider it our contribution to the charity effort. Es wird ja immer mehr hier. Aw, so you came all the way here just to help us out? That's so nice of you. Let's take a look here. We've got bottles of... Wait, what is this stuff? It's an extra strong sobriety potion. Ein Nüchternheitsmittel. And alleviate hangovers. Das ist ja praktisch. Please, hand them out for free to anyone who needs them. Having some complimentary items will undoubtedly help you attract more customers. Sounds like a super useful invention. It must have taken Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt aber nicht kostenlos weggeben. Oh. It must have been a while since I demonstrated my capabilities to you. I most likely wouldn't have had any interest in research like this in the past. But now, I think that it's worthwhile using alchemy to make people's lives easier in small ways like this. Definitely. Well, Paimon assumes so, because Paimon's never been drunk before, but plenty of our customers probably have been. It would definitely ruin the mood if someone fell into the lake or tripped over a rock after having one too many glasses of festive cheer. Wir können das nicht einfach ohne Gegenleistung annehmen. Yeah, Albedo, you should take some snacks back with you and share them with Klee. It's on the house. All right, then. I shan't refuse. I had no idea you two had such keen business sense. It's a savvy choice of location for selling snacks. There's a festive mood all around, and the division of labor is eminently sensible. If any other Knight of Favonius were running the show, it would be a much more, generic operation. Wow, getting complimented by Albedo is an amazing feeling. This must be how it feels to drink an extra strong sobriety potion when you wake up with a groggy head. Anyway, it sounds like you know quite a lot about running a charity sale yourself, Albedo. Well, I provided a dozen or so landscape paintings for a previous charity event, also run by the Knights of Favonius. They must have been worth a fortune. Well, the people buying them certainly thought so. Some felt that my painting style was a rare one worth investing in, and offered a large sum of money for each work.
This, plus the sizable profits made from auctioning some of my still life paintings, seemed to give Alice an idea. Ui. She used her personal connections to apply for some sort of certification for my artwork. I believe they call it copyright? Later, many artists began to imitate my landscape paintings, and they became a common sight throughout Mondstadt. Ich habe ähnliche Bilder gesehen. According to the rules of the copyright that Alice applied for, the artists need to pay me a portion of their revenue for each landscape painting of this style that they sell. Wealth was never one of my goals. I don't care where the money goes, so I entrusted it to the Knights of Favonius and let them manage it. I suppose it would be fitting to use it to pay for the destruction that Alice has created. But from what I hear, they use it all on charitable initiatives, which is also a noble cause. Also hast du eigentlich nie an einem Wohltätigkeitsverkauf teilgenommen. You never cease to amaze, Albedo. Though it was hardly my original intention, I have come to embrace my unexpected philanthropic achievements. Ich freue mich für dich. Thank you. Well then, I will be returning to the workshop. I wish you and the shop all the best. Thanks for your contribution, and good luck with your research. Come again when you're free. Geht's jetzt noch irgendwie weiter oder war das jetzt quasi so der Abschluss? Sprich mit einem der Ladenbesitzer bei der Favonius-Wohltätigkeitsunion, um dich zu erkundigen, wie es um den jeweiligen Laden steht. Du kannst auch den Reiter verwenden, um dich schnell zu informieren. Die 3 Läden der Favonius-Wohltätigkeitsunion werden gleichzeitig betrieben. Setz wohl überlegt deine Finanzmittel ein und nimm auch andere Faktoren in Betracht, um den Betrieb der 3 Läden gut zu verwalten. Huh? Where the heck's Razor? Paimon thought he would have been here by now. He had a pretty big day when we last saw him. Do you think he fell asleep when he got back and is still snoozing away now? Er ist Razor, nicht Paimon. Fair enough. You're right. Let's keep waiting. Ach, jetzt sind 2 Tage vergangen, oder wie? Jetzt geht's weiter. Well, since we've got some time on our hands, let's put our heads together and try to figure out Ja, that stimmt. poem. Jetzt geht das nächste los hier. Bard mentioned some ingredients, but they all sounded super abstract. An explorer's courage, a love tender and true, a defender's will, and the 1,000 winds song of good cheer. Do you have any ideas? Statt um Zutaten geht's um Qualitäten. Yeesh, that's even more abstract. How do we go about looking for this wine's character? Where do we start? Abenteurergilde und Favonius-Kathedrale. Huh? Are you saying that it has something to do with Mondstadt's institutions? Ja, und wenn es um Beschützer geht, wird man an den Ordo Favonius denken. Wow, that actually makes a surprising amount of sense. So the poem wasn't talking about any specific ingredients after all. More like the general gist. Now that you mention it, it just so happens that all the institutions you mentioned are organizers of the Weinlesefest. Wait! This is way too big of a coincidence. That tone-deaf bard, did he just make all this up on the spot? Vielleicht sollte es uns dazu bringen, Razor zu helfen. In that case, the last part about the 1,000 winds song of cheer must be code for the toasting ceremony. Oh, now we're cooking! We'll crack your riddle recipe yet, tone-deaf bard! When Razor gets here, let's visit all the places you mentioned and talk to some people we know there. We definitely should be able to find some more clues that way. Miss Honorary Knight! Ach Gott, Klee, können wir deinen Wachsmalstift bekommen? I'm sorry. I'm late. That's all right. We were just chatting. The Traveler's pretty smart, so thanks to her, we're finally on to something. Klee, Razor, hallo ihr beiden. Hi. I was on my way, then I saw Klee. They let me out for Weinlesefest. Albedo is super busy helping Timaeus fix his recipe for an extra strong sobriety potion, so he doesn't have time to come play with me right now. I'm just playing by myself instead. But it's so cool! All the grown-ups in Mondstadt are out to celebrate the festival. Everyone's smiling and having loads of fun. I wanted to join in too, so I made a whole bunch of stuff so I can celebrate with everyone in my very own way. Very own way? Oh, this does
Nee, und womit mit Recht. And that's when I bumped into Razor. Zum Glück kam es nicht zu einer Bombenwarnung. Razor was acting kinda different than usual, like he was thinking about something. So I asked him what happened. And then Razor said that he was looking for his mommy. I did not say mommy. Oh, it's okay, silly. Mommies are important people, so finding your mommy is a super important job. That's why Klee's gonna come help. Ach Gott. Razor! Razor! Finally, I found you. Bennett? Oh, look who's here. Hey, everyone. Here, this is for you. Aha. Ein Glasglöckchen? Ein Lampenkraut. A small Ja. lampgrass? Yep, that's right. I tripped up on it this morning and took a little tumble. I did a full faceplant, but somehow this little thing came out completely unscathed. That's when I knew it was destined to go into your wine mix. Bennett, how did you manage to trip up on a small lampgrass? Das ist eine sehr gute Frage, meine liebe Klee. Huh. That's true. They do glow after all. Naja gut, tagsüber leuchtet es nicht. No, I wasn't talking about the glowing. What I meant was they're really big and easy to spot. So I don't get how you didn't see it. I was just running too fast and got careless, I guess. Okay, I guess maybe I won't tell them about the other faceplants that came like that. Anyway, I've been all over the place trying to find Razor this morning. Everyone I asked told me I just missed him. Good thing I've caught up now. I can finally catch my breath. Danke für deine Bemühungen. Thanks. How did you know I need ingredients? Oh, that? This lady came to see Master Cyrus, asking for the Adventurer Guild's support with the Weinlesefest. She said she was a librarian. Anyway, she mentioned your situation too, and asked if we could help. Whoa. Lisa is doing some real work for once? Oh, so that was Lisa? People say she's crazy intelligent, but just doesn't go out much. First time I've ever seen her. I thought long and hard about what ingredients to pick, and came up with a load of suggestions that I was gonna discuss with you. But then I realized that small lampgrass was clearly the best. It shines a light to guide the way for explorers in the dark. Doesn't that sound like a wonderful thing? Oh, apologies for the trouble. Ah, don't give me that. I get how you must be feeling about all of this. If my family, well, my dad's ever needed help one day, I know you'd be there for me too. Yes. Can I help too? Please take me with you, please. I want to join in. Clee's in high spirits today. She seems more excited by this festival than anyone. Bennett, before now, you never talk about your family. Well, that's because I never met my parents. I was raised by some of the older adventurers in the guild. So, we're not exactly a typical family. Boah, aber auch interessant. But if you do want to hear about them, I can tell you some of my dad's stories. Okay, I'll start with the most awesome one. Oh, Bennett. You can be Mommy's kid, just like Klee. My mom is super nice. She'll take great care of you. Oh Gott, wie süß. I really appreciate the thought, Klee, but I'm afraid I can't accept your offer. I already have my dad's and all my friends. And let's not forget that I'm the leader of Benny's adventure team. Oh, okay. I got it. Then have this. Oh. A jumpy dumpty? Yeah, it's a lazy, dopey, jumpy dumpty that always dozes and explodes. I hope you guys can be Hauptsache es explodiert nicht. Das ist schon mal gut. Are you sure? Yep. Jumpy Dumpty will be happy to make a new friend too. I'm also happy for you. Ich muss Razor noch helfen, andere Zutaten zu finden. Good idea. Maybe Klee will bring Bennett some good luck, and the adventure will go smoothly. And you might just find some treasures you'd never noticed before. Of course, it's also highly possible that Klee will be the only one who gets lucky. Still, on the flip side, Klee won't be getting into any trouble with Bennett there, and this way she'll still get to enjoy the Weinlesefest. Cool. Don't worry about a thing. We'll look after each other. Yay! Adventure, treasure, Weinlesefest! Let's go, let's go! Oh,
Wait, but what about Wolfie? Wolfie, Razor needs looking after. Honorary Knight, Paimon, you'd better take care of Razor, okay? Make sure he finds his mom. Jo, wir passen schon auf Razor auf. Überlass das uns. Good luck. See you later, folks. It's so nice to see everyone in such a good mood. Oh, Paimon almost forgot the whole reason we came here. Razor, the Traveler and Paimon were just chatting about the ingredients Venchi mentioned in his poem. We think that they're actually a description of the wine's characteristics. Plus, it seems like each of them means something special to one of the 3 big institutions in Mondstadt. So, if we talk to some people we know at each place, maybe we'll find what you're looking for. What's wrong? Something on your mind? Do you want to talk about it? Yes. These days, I think a lot. I am not smart. Not like teacher. Not like traveler. But I still have to think. Everyone is ready to help, but some things I must do myself. I don't understand human father and mother, but I must find a way to understand. Maybe I can learn about other people's father and mother first, then think about my own father and mother. Ist gerade von unserer Seite etwas schwierig. That's why I want to ask questions. That's great. Keep at it, and you'll definitely find the answer eventually. Never knew Bennett is like me. When he talks about dads, his scent changes. Warm, like a bed of straw in the sun. Fragen wir noch ein paar Leute. Yeah, we should head back into the city. Let's find a friendly face at the Church of Favonius. Now, who does Razor know best at the church? Excuse me? I couldn't help but overhear you're about to head back into the city. Is that right? I'm waiting on a fruit cart from the city. It should be here now, but I'm getting worried that something may have happened on the way. But I can't leave the festival to check up on it. Would you be able to do me a huge favor and keep an eye out for the cart on your way back? Well, if it's on the way. Okay, we go. I go too. Everyone helps me. Now I have chance to help everyone. That's wonderful. Thank you so much. Okay. So, die Favonius-Wohltätigkeitsunion haben wir jetzt. In Melodien verdichtete Verbindung. Ist jetzt das. So, Ladenbetrieb. Da haben wir doch schon alles. Ach nee, jetzt haben wir noch diese Wohltätigkeitsunion. Ah, okay. Ei. Na, da haben wir noch zu tun. Aber gut, ich habe ja extra 2 Streams diese Woche angesetzt. Ein bisschen stressig jetzt, ja, aber na gut. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Michael hat Razor, wenn die es nicht... Ah, einfach darüber laufen, okay. Ich wollte nur noch mal schauen, wie viel Urgestein haben wir jetzt? Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Aber vielleicht können wir noch mal auf Venti ziehen. Vielleicht nicht heute. This way. Oh, Paimon sees the cart, but what are these hilly trills doing here? Do they want some fresh fruit now too? To the rescue! Uff, die Schnüss, sage ich da nur. No, my sword! Huh? Let me weave you. Oz, reveal thyself!
Venti ist die bessere Entscheidung. Zino hochzuziehen dauert ewig. Ja, ich habe den Zino jetzt vorhin gezogen. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich habe jetzt schon Ciao, jetzt brauche ich Venti nicht mehr so dringend. Aber jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja gut, obwohl es sind nur noch 3 Tage, ne? Na gut, aber vielleicht heute und morgen kriegen wir vielleicht noch mal eine Ziehung auf Venti zusammen. Finally! These hilly churls are a little too obsessed with food for their own good. But never mind that. Are you okay? Phew. I'm fine, thanks to you. You were just in time. Any later and all you found here is a pile of pulp. And I don't think there'd be much left of the fruit either. Es wartet jemand auf dich. Got it. Well, thanks again. I'd better not delay this delivery any longer. So, goodbye and happy Weinlesefest. Thanks to you too, kiddo. Was ist denn, Razor? Enemy following. Was? Enemy? I think we're a little closer than that. Ist doch nur Rosaria. On some level, you could even say that we're brother and sister. Geschwister. Zino, wirst du dich ärgern, die Aufsteigerungsmaterialien zu sammeln? Du, pff. Ey, ich habe sowieso nicht genug Ressourcen und Zeit und so, um überhaupt irgendwas hochzuziehen. Den wollte ich jetzt einfach nur aus Prinzip. Rosaria, what the heck are you doing here? Wait. Actually, turning up at random places is pretty normal for you. Okay, next question. What the heck do you mean, brother and sister? Das Varka wüsste taught ich you how to gerne. use that sword, I take it. Ah, Swift, okay. but powerful. I can spot that old-timer's style anywhere. I see you're not much of a talker. Well, there's something else you could learn from Varka. Never lost for words, even when he has nothing to say. It'd be good conversation practice for you. It's okay. I will wait. Brother and sister? Varka? Oh, Paimon gets it. Varka is a father figure to both of them, so that makes them family. Ja. Just not by blood. So ungefähr. Well, blood relations are overrated anyway, don't you think? Ich bin mir nicht sicher. I get it. In the final moments of your life, the people there with you won't necessarily be your blood relatives. Das will ich schon unterschreiben. Cold, dark grown-up. You also don't remember what your real mother and real father look like? Huh. So you're helping him dig up some info on his biological parents. And trying to help him build a concept of family along the way. Ich sammle lediglich Informationen für ihn. Alright, you got me. I barely have any memories of my birth parents. The last time I saw them was long before I had any understanding of the world around me. But that seems pretty common. Even in this day and age, there are plenty of people in the world who can't stop thinking about their families, but will never get to see them. Guten Abend, be okay. Hallöchen. Anyway, if you're never gonna meet someone, it's not worth spending mental energy on them. It's more important to focus on the kind of person you want to become. No, you are wrong about this. Lupical protect each other. Human family also important. Must care about them. Fine. So let's say you do find out who your parents were and they were saints. Or the opposite, they were complete monsters. What then? How would that affect your life choices? What would you do about it? Whew, Rosaria's take is a little on the nose. That's a hard one for Razor to answer. Dennoch ist es normal, neugierig zu sein. Don't get me wrong, I'm not trying to make this any more difficult than it already is. But Razor's feeling lost and confused right now. And all the other Mondstadters we know are too sunny and bright to tell it like it really is. The sun nurtures many good things, but it can't do anything about the problems lurking in the shadows. Wow, Rosaria. All right, I'll leave it there. Take this flower. It's icy cold, just like me. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ja. Musste jetzt 2 Wochen pausieren wegen Krankheit, aber vielleicht ich klinge noch ein bisschen verschnupft, meinen einige. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Wie lange spielst du schon Genshin? Seit dem ersten Tag tatsächlich. Seit dem ersten Tag.
Und wie alt bin ich? Ich bin jetzt da hinten in Sumeru unterwegs. Aber jetzt mache ich erstmal hier die zeitlich begrenzten Quests fertig. Sonst komme ich nicht mehr hinterher. Barbara's busy preparing the sung poetry event for the Weinlesefest. She couldn't get away, so I picked an ingredient out on behalf of the church. But can we really use a mist flower? Won't it freeze the entire barrel? No, not now that I've dealt with it. The bard did say to think freedom, didn't he? So go on, take it. It won't. Aw, Rosaria! You're more thoughtful than Paimon realized. Wait, you heard the bard say that? Are you honest? Thank you. Don't mention it. It's nothing. Varka's been a big help to me in the past, so just consider it returning a favor. Besides, if I'm your older sister, I might as well act like it. Good luck finding your answers. Now you see her, now you don't. Paimon's slowly getting used to her style. Oh well, as love, tender, and true goes, that was pretty awkward, but still counts, right? Now that's left is the Knights of Favonius. Razor, are you still thinking about what Rosaria said? Her words are like mist flower. They are cold, and they sting. Ja, ist zumindest sehr direkt, ja. Hammer, ich finde auf Twitch echt nur so Profispieler. Naja, Profi, nicht? Dauerspieler, sagen wir Dauerspieler. Bin ganz frisch seit etwas über einer Woche dabei. Ja, es ist schon krass, wie viele, immer noch wie viele neue Spieler dazukommen tatsächlich. But cold also good for wounds, like Wolfhook. I need to think about it. Maybe then I will understand. Wir werden auf dich warten. Okay, I will come with you. I think while we walk. So. Ach, hier sind ja auch Luftballons. Die hatte ich gar nicht wahrgenommen vorhin. Sind die neu? Waren die vorhin auch schon da? Ha. So you see, you're the best person for this. Ei, was heckt die schon wieder aus? Oh, just in time. Lisa and I were just talking about Razor's situation. Where were we? Ah, yes. The barrel. Huh? But obviously the nuts part is supposed to be a defender's will. But what kind of ingredient is a barrel? Sehr vernünftig. Is your brain half asleep or something? It doesn't make any sense at all. Oh, Paimon, don't worry. You'll get your ingredient. I've already tasked someone with sorting it out. The person is very conscientious and wants to properly research their contribution, so it may take some time, but hopefully it'll be worth the wait. Dieses Kind. Ernsthaft. Diona? As for the barrel, how else were you planning on mixing all the ingredients? Surely not in the giant cooking pot at Dada Upa Gorge. Ein misslungener Wein der tausend Winde. After much deliberation, I realized this was a job for the most sociable and savviest member in our ranks, the cavalry captain. So I asked him to take a trip to the Dawn Winery and somehow bring back a wine barrel. All right, spare me the flattery, Lisa. We're all friends here, and I know you're only trying to help your student. But I haven't been back there in a long time. This could be quite difficult to accomplish in just a single trip. Difficult? For you? Don't be silly. Negotiating is your biggest strength. Genshin ist ziemlich einfach von der Steuerung, irgendwie für jedermann geeignet. Ja, das haben viele Spiele, die guten Spiele so an sich, ne, dass sie eigentlich von der Steuerung relativ simpel sind, aber dann doch so ihre Finessen haben.
Ich meine, hier in Genshin hast du ja auch ein paar Charaktere, da musst du einfach wissen, wie man sie spielt, ne? Sonst bringt's dir überhaupt nichts, dass die Steuerung einfach ist. Oder League of Legends ist auch sowas, ne? Du hast ja da deine 4 Tasten oder so. Und dann gibt es teilweise aber Champions, wo du denkst, so, wie soll man das denn spielen? Ja, da geht es eher so ums Strategische dann doch. Auch wenn es Realtime-Kämpfe sind. Weinlesefest is one of the most important festivals in Mondstadt. And you know how Diluc thinks better than anyone. Just drop a few little hints, like how this is the first festival Mondstadt has had in a long time. We're short on much-needed supplies for a multitude of reasons. Oh, who can help us? When he hears that, I guarantee you he'll offer to help out with finances and sourcing goods. Inzwischen auch ziemlich viel Story drin. Ja, vor allem aber auch ziemlich viel Story, wenn man jetzt erst anfängt, die man verpasst hat, ne? Weil so viele Side-Events und so, da ist ja teilweise, erfährt man ja wirklich richtig viel über die einzelnen Charaktere nochmal zusätzlich. Ich meine, jetzt gerade das letzte Insel-Event, das war ja richtig vollgepackt. Lisa's literally trying to extort Master Diluc. Wenn ich regelmäßig spiele, kommt man gar nicht hinterher. Ja, ich habe jetzt langsam auch Probleme mit einmal die Woche und jetzt bin ich 2 Wochen ausgefallen. Und schon denke ich mir so, keine Ahnung, wann ich das alles schaffen soll. Echt viel. I suppose. All right, I'll head out right away. Wow, he didn't take much persuading. And Paimon was just about to thank Lisa for the things she's been doing for Razor behind the scenes. Oh, Paimon doesn't even know who's sent me on anymore. Traveler and teacher did a lot for me. A lot of work. But me, I still can't answer questions. So useless. Dear me, what's gotten you so upset, my little wolf cub? We can't have you being so down in the dumps. Die letzten Weltquests dauern im Schnitt für berufstätige Wochen. Ich habe noch so viel zu tun, ich habe noch so viel vor mir. Das artet hier in Arbeit aus. Vielleicht sind es zu viele Informationen auf einmal. I see. Cutie, how about you keep Kaya company while I stay here and help Razor process his feelings? As his teacher, I owe him some tutelage anyway. Come and collect him in a few days' time. The last ingredient should be ready by then as well. Splendid. I was just thinking about how nice it would be to have some company on my trip. I don't know what is right, but I trust teacher. I accept. Dann machen wir es so. Run along now. And don't forget to tell Diluc that the Knights of Favonius send our regards. Geh zum Weingut Morgenröte. Da teleportieren wir am besten direkt hin. So. Naja, mehr oder weniger direkt. Oh, oh, oh. Na! Ach, wenigstens einen erwischt. Kaya, you're fond of a good drink, aren't you? Weinlesefest must be right up your alley. Kaya? Oh, I'm sorry. My mind was elsewhere. What was your question? Never mind. Nothing that important. Wieso bin ich denn jetzt gefallen? Master Diluc. Oh. I was just wondering who'd be coming all the way out here during the Weinlesefest. So, it's you two. And you Und too. du. Dieser Blick, ey. So cold. Almost enough to make me feel unwelcome here, Master Diluc. Don't forget that this is my home, too. I'm fairly certain that taking a trip home during festival season is a universal custom. Please get to the point. The point is one that you've already raised yourself. The Weinlesefest.
Ja, ich habe aktuell Corona und kann deswegen unfassbar viel spielen. Ich bin erschlagen von Quests, Nebenquests, Kopfgeld, tägliche Missionen, Sphären und vieles mehr. Weiß gar nicht, wie ich das alles schaffe, wenn ich wieder arbeiten muss. Ja, vor allem, es war am Anfang, war das ja gar nicht so viel. Und selbst da war ich schon erschlagen. Aber inzwischen ist ja, sind die Kannen dabei. Dieses Kopfgeld ist alles neu. Das war nicht von vornherein dabei. Da war so viel nicht von vornherein dabei. Ich kann mir echt vorstellen, wenn man jetzt neu einsteigt, das ist unfassbar viel, was man auch lernen muss. Kann ich mir vorstellen. To celebrate this long-awaited festival, the Acting Grand Master has been coordinating with both the Church and the Adventurers Guild to host a series of events. Wenn man von Anfang an dabei war, konnte man ja so ein bisschen reinwachsen dann, ne? Unfortunately, given the financial situation of the Knights of Favonius, well... And the Knights of Favonius's woes have what, exactly, to do with me? Hey, no need to be so cruel. Even I'm not going to take that. Everyone's just doing the best they can for Mondstadt. Man steigt relativ schnell auf. Ja gut, dadurch, dass schon sehr viel zur Verfügung steht, kannst du auch schneller aufsteigen. Das stimmt dann natürlich, ne? Danke für dein Follow, BOK. Dankeschön. Now, I can't remember the last time I tasted Dawn Winery's Weinlesefest special. And I'm sure the Mondstadt populace would echo this sentiment. Are you going to deny others the opportunity to drink to their heart's content just because you don't like to drink yourself? Check it out! Kaya's not so subtly asking for freebies. He's actually doing it! Beeindruckend. Anyway, speaking of the Knights, everyone dearly hopes that you'll rejoin our ranks again one day. That if we were able to enjoy the sterling reputation of Master Diluc, my... I'm sure people would be queuing for our charity booth all the way to Falcon Coast. Ich habe im März 2022 einen neuen Free-to-Play-Account gemacht und der ist fast Weltstufe 8. Ha. Aber März bis Oktober ist jetzt auch noch nicht so kurz, finde ich, oder? Also es ist auch schon eine ganz schöne Zeit, die du investieren musst. Give that silver tongue of yours a rest. You might need it to maintain public order at the festival. Duly noted on the financial issues you raised. I'll have Elzer follow up with Hertha in more detail. And I just so happen to have a batch of wine that I can offer as a token of appreciation to everyone that has been working so hard for the festival. Shall I address it to you personally? That would be an absurd request, even for me. The words, with compliments from the Dawn Winery, ought never be preceded by, to the cavalry captain. You're better informed than I thought. In that case, I will leave this with Adeline and keep everything anonymous. I really can't thank you enough. Master Diluc is so generous. That's all Paimon needs to get that warm, fuzzy feeling. Which is just as well since you won't be allowed to drink a drop. Huh. Are you two here regarding the Weinlesefest too? Genau zu sein wegen Razor. Poor Razor. He grew up so fast. And he's still looking for his father. Master Diluc, we really ought to lend him a hand. How come Klee said he's looking for his mom, but Kaya says he's looking for his dad? It might make more sense to them, but it's gonna get confusing for everyone else. Such nach beiden. It's okay. I understand. We have a spare barrel in the winery. It's a little old, but it's been specially treated for durability. You could leave it next to a flaming flower all day and there wouldn't be a scratch. I think that one should satisfy your needs. Sounds great! We'll take it! When can we come fetch it? No need. I'll have someone deliver it to the festival market. Just collect it from the Angel's Share stand. Aw, you always make things so nice and easy for us, Master Diluc. Thanks a lot. Razor will really appreciate it. You're more than welcome. Helping each other is what friends do. Wonderful. Always eager to help, and never forgets to return a favor. That's the Master Diluc I know. Oh, it's nearly dinner time.
Would you care to stay for a meal? Kaya darf draußen bleiben. How time flies. I'll be on my way then. Ich wollte gerade sagen, das war ein Rausschmiss. How did you put it? Ah, yes. Taking a trip home during festival season is a universal custom, common to all the cultures of Teyvat. Now that even Master Diluc has made an offer, are you quite sure you won't stay for a meal after coming all this way, Master Kaya? I couldn't possibly, Adelind. I wouldn't want to trouble you. Oh, don't say that. How often do I get a chance to indulge my dear Master Kaya, Tea for the cavalry captain when you visit in an official capacity doesn't count. I only get to spoil you if you let me cook for you. Well then, what happened to your swagger? Lost for words? Diluc, you... Surely you wouldn't dream of disappointing Adelind. Jetzt doch? Also ich habe das gerade als Rausschmiss verstanden. Je mehr, desto besser. All right, then. I'll take you up on the offer. Adelind, one more set of cutlery, please, if you'd be so kind. Ooh, Paimon's so full. Adelind's cooking's amazing. Everything looked and tasted so beautiful. Vielen Dank für deine Gastfreundlichkeit. Glad you liked it. You're welcome to join again anytime. Oh? Then I may have to tag along on the traveler's adventures more often in the future. Kaya's back to his usual ways. All right, now that our task is complete and our bellies are full, it's time for me to get back to work. Take care, Master Kaya. Have a safe trip back. Free to play, spiel nicht so oft wie der Main-Account. Ja gut, das muss man vielleicht noch draufrechnen. Aber ja, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wann hatte ich Weltstufe 8 erreicht? Müsste ich mal nachschauen in die alten Aufnahmen. Aber die habe ich ja auch schon relativ lange. We should get going as well. Lisa's taking care of Razor, but the Weinlesefest can't do without us. Ja, wobei jetzt die letzte, ich glaube bis Stufe 8 hat es dann doch ein bisschen noch gedauert. Am Anfang ging es relativ schnell. Ich überlege gerade. Ob das noch im selben Jahr war, wo es rauskam, oder erst im Jahr darauf. Habe ich nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. See you next time, Master Diluc. Indeed. So, wir verlassen das Weingut Morgenröte. Ach, das war's schon. Okay. Warte 2 Tage. Aber ich habe noch nicht genug Festlichkeit zusammen. Aroma der Vergangenheit. Ah, sind schon 3 Stunden fast. Ich würde... Was würde ich denn? Ritter, Verfügung, alles soll jetzt vorbereitet. Schau mal beim Ritterorden nach. Ja, gut. Ich würde noch ein bisschen drüben bei den Aktionen hier machen. Aber dann geht es dann auch langsam mal Richtung Ende. Ich meine, ich bin ja morgen direkt wieder da, ausnahmsweise. Von daher muss ich mich jetzt hier nicht hetzen. Ich würde dann das mit dem Läden erstmal fertig machen. Nee, das nicht. Moment. Hier, den Ladenbetrieb. Ich habe nämlich nicht verstanden, was ich da tun soll. Aber ich soll wohl mit den Läden der Ladenunion jetzt sprechen. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. Gehören jetzt hier alle zur Ladenunion? Sorry, little Diona is currently taking a few days off.
Nee, Rohmaterialien will ich eigentlich nicht verkaufen. Gut, dass du noch 15 Minuten ausgeschaltet hast. Habe ich das? Mist. Das ist noch vom letzten Stream. Ich kann es wieder einschalten. Aber ich muss eigentlich heute noch schneiden. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das wieder einzuschalten. So. Jetzt ist wieder eingeschaltet. Welcome to the Weinlesefest. May the glory of the Prinzessin. Das war jetzt tatsächlich ein Versehen. So. Hallo Ehrenritterin, möchtest du eine gute Nachricht von dem Laden hören? Über den Laden? Lass mich es dir im Detail erzählen. Es höre nicht mehr deine Meinung zu sagen. Okay. Aha. Der Gemischtwarenladen. Ja gut, das ist ja jetzt easy. So. Achso, nächstes Geschäft. Boah. Achso, ich habe jetzt für mehrere Geschäfte das... Ach du Schande. Das Budget. Denke ich jetzt an mein Vergnügen oder deine Gesundheit? Tja. Komm, wir hauen hier noch ordentlich rein. So. Ich habe jetzt für 10.600 ausgegeben. Wie viel kriege ich rein? Na. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, wie komme ich zum nächsten Geschäft? Hier ist noch nichts freigeschaltet. Mist. Kann ich die Dienstleistung erhöhen? Ha. $14.350. Oh. Überraschendes Ereignis, aufgeweichte Waren. Oje, oje. Oh, oh, oh. Nein, so wird das niemals enden. Was ist denn, Herr Matz? Gibt es im Laden ein Problem? Nichts Neues. Es gibt einige Waren auf dem Seeweg, die in Unwetter gerieten und nass wurden. Ich hatte gehofft, sie zu trocknen, bevor wir unsere Läden schließen, um sie am Ende des Festes preisgünstig zu verkaufen. Aber in Mondstadt ist die Sonne sehr schwach und wir sind am Ostsee, wo viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Also hatte ich bisher keinen Erfolg. Wenn das so weitergeht, werden all diese Artikel des täglichen Bedarfs verschimmeln. Das ist wirklich nicht leicht zu bewerkstelligen. Und wenn man ein Feuer anzündete, um die Waren zu trocknen, das hört sich ein bisschen gefährlich an, oder? Palmer ist sich sicher, dass Bernhard und Lia uns daran hindern würden. Könntest doch mit Flammenblumenstaubblatt versuchen? Versuchen wir es mit Anemograna. Trockenpusten? Ich glaube, Trockenpusten ist auf jeden Fall gesünder als Anzünden, oder? Du meinst, man könnte die Ware mit dem starken Wind, der von den Anemograna ausgeht, trocknen? Nun, dieser Wind sollte ausreichen, aber würde er nicht die Waren fortwehen? Aber solange man sie mit Seilen aneinander schnürt, um das Gesamtgewicht zu erhöhen, sollte ihnen nichts passieren, oder? Diese Idee klingt nicht schlecht. Ich schicke gleich jemanden los, um Anemograna zu besorgen und lasse die Waren gleich rübersenden. Vielen Dank euch. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Neue Ladenstrategie. Ach Gott, ich will die doch gar nicht alle durchlesen. So, hier können wir auf jeden Fall. Okay. Und das machen wir hier auch, dass die beide was kriegen. So.
Dienstleistungen. Dienstleistungen werden moderat verbessert. Bestätigen. Du kriegst auch Dienstleistungen, werden stark verbessert. So. Haben wir noch. Passt. 19.100? Ja. Wir machen hier Asche, machen wir. Ach Gottchen. Wir müssen ja echt noch viel einsammeln. Du meine Güte. Qualität. Holt einen Besen, um die Asche wegzukehren. Hey, meine Asche! Ha. Jawohl. Unerwarteter Fall. Anspruchsvolle Kundschaft. Unerwarteter Fall. Anspruchsvolle Kundschaft. Für einen Kundenzyklus sind die Ziele für die Betriebseffizienz des Gemischtwarenladens und die Dienstleistung des Blumenladens strikter. Würde ich vielleicht hier die Betriebseffizienz verhöhen. Oder hier alles. Guck mal, wir machen alles. Sehr gut. Das lassen wir erstmal. Gucken erstmal hier. Aha. Und dann können wir hier noch Dienstleistung vielleicht erhöhen. Oh. Oh. Jetzt genug. Blumenkombination. Die Blumenkunst ist eine wahre Wissenschaft. Bist du in Schwierigkeiten, Fräulein Pauline? Eigentlich ist das keine große Sache. Für gewöhnlich verkaufe ich die Blumen nach Sorten sortiert, weil ich finde, dass es für die Kunden einfacher ist. Kürzlich habe ich jedoch gehört, dass die Kombination verschiedener Blumenarten sie noch hübscher aussehen lässt. Ich habe versucht, sie zu kombinieren und obwohl ich den Zusammenhang dahinter nicht ganz verstehe, hat mein Geschäft während des Weinfests deutlich mehr Umsatz gemacht. Deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Fähigkeiten in der Floristik verbessern kann. Sollte ich einen professionellen Lehrer engagieren? Ja, was Pauline da sagt, ist tatsächlich eine Überlegung wert. Matsu, was denkst du? Folge einfach deiner Eingebung. Jetzt, wo du es wagst, manchmal kann Eingebung sehr hilfreich sein. Denke nur daran, Fräulein Pauline, dass du in deinem Geschäft so großen Erfolg hattest, indem du einfach Blumen nach deiner Intuition kombiniert hast. Das bedeutet, dass du eine reiche Eingebung besitzt. Von nun an musst du also nur noch deiner Intuition folgen und du kannst dir sicher sein, dass du ganz allein Erfolg haben wirst. Jetzt ist der Account Weltstufe 8 nur mit Level 60 bis 80 Charakteren. Wird jetzt hart. Ja, das klingt dann doch ein bisschen härter. Wirklich, das ist das erste Mal, dass jemand so etwas zu mir gesagt hat. Das erfüllt mich mit Zuversicht. Jedenfalls danke ich euch für eure Anerkennung. Ich möchte mich unbedingt erkenntlich zeigen. Dies ist eine kleine Aufmerksamkeit von Herzen. Bitte nehmt es an euch. Tada!
neue Ladenstrategie, die ich mir alle nicht durchlese. So. Hier können wir noch ein neues Strategien brauchen. Okay. Was erhöhen wir? Die Qualität wäre gut. Ja, doch das. So. Ach, ich kann noch mehr. Ah, ich kann hier noch eins mitnehmen. Moment. Warenqualität wird moderat erhöht. Nehmen wir das doch. Nee. Dann nicht. Auch nicht. Leichte werden geringfügig verbessert. Bestätigen. Dann brauche ich hier gar nicht so viel. Okay. Oh. Tada. Das läuft doch schon deutlich besser als ganz am Anfang. So. Also jetzt wird es ja doch eher... Gut, man könnte die Strategeme noch sinnvoller kombinieren, dann spart man wahrscheinlich noch einiges. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, hier noch nennenswert drüber zu gehen. Alle Mobs sind rot bei mir, Level 90 oder höher. Bei dem Spiel kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, stimmt eigentlich. Ich frage mich, ob es mir was zusätzlich bringt, wenn ich hier noch zum Beispiel draufknalle. Keine Ahnung. Mal schauen. Boah. Why not? Unerwarteter Fall. Unerwarteter Fall. Kundenandrang. Für einen Kundenzyklus sind die Ziele für die Warenqualität des Imagestands, die Betriebseffizienz des Gemischtwarenlandes und die Dienstleistung des Blumenladens strikter. Ja. Okay. So, Effizienz. Nehmen wir doch das hier. So. Da brauche ich gar nichts mehr investieren. Dafür hier umso mehr. Okay. Oh, hier ist ganz viel. Moment. Haben wir noch jemand für Dienstleistung hier? PJ! Du musst mir helfen. So. Na also. Überraschendes Ereignis Überfluss. Überfluss. Ehrenritterin Paimon, es gibt schon wieder eine Sache, die eure Bestätigung benötigt. Sehr wohl, wir sind bereit. Was ist es diesmal? Der Höhepunkt der Besucherströme des Weinfestes ist beinahe vorüber und einige Ladenbesitzer glauben, dass sie einen Überbestand haben werden, den sie uns spenden möchten. Das ist eine gute Geste. Auch wenn das Verschenken von Restbeständen nicht so schön klingt, haben sie sicherlich gute Absichten. Es kann sein, dass auch wir nicht alles verkaufen können. Die Ehrenritterin hat recht, auch unsere Absatzmöglichkeiten haben Grenzen. Wenn uns die Waren geschenkt werden und wir sie nicht verkaufen können, dann werden sie sich schließlich auftürmen. Darunter gibt es einige Lebensmittel und Produkte des täglichen Gebrauchs, die schnell verderben, was eine Verschwendung des Wohlwollens aller bedeuten würde. Aha, an diese Möglichkeit hat Paimon gar nicht gedacht. Dann sollten wir es uns anhören, was Matsu darüber denkt. Man sollte höflich ablehnen, nachdem man den Grund erklärt und sich bedankt hat. Kann man dies an den Ritterorten weiterverkaufen? Kann man es an den Ritterorten weiterverkaufen?
Das ist eine gute Idee. Manchmal geben die Ritter eine Aufstellung der Dinge des täglichen Gebrauchs, die sie benötigen. Wenn die Einwohner gebrauchte Waren haben, die sie verkaufen möchten und die Ritter nichts dagegen haben, können sie direkt miteinander verhandeln und so die Verschwendung von Waren reduzieren. Ebenso können die Einwohner bei Bedarf direkt mit dem Ritter in Kontakt treten. Vielleicht möchte jemand gerade etwas kaufen, weiß aber nicht, dass die Ladenbesitzer auf ihren Waren sitzen, die sie nicht verkaufen können. Sehr gut, dann kann Palmer sich darauf verlassen, dass du den Kontakt herstellst, Bernhard. Irrenritter Palmon, gute Neuigkeiten. Gerade in letzter Zeit gab es viele Menschen, die gebrauchte Waren wollen. Also kann man ihnen die meisten überschüssigen Waren auf Lager wieder verkaufen. Einige Ritter haben sich sogar zusammengefunden und uns Geld gegeben, um unsere Arbeit zu belohnen. Ausgezeichnet, die Krise ist damit gelöst und die Bedürfnisse aller werden berücksichtigt. Ha! Neue Ladenstrategie. Ja, jetzt wird es irgendwie okay. Man könnte jetzt noch mit den Strategien tweaken, um noch mehr rauszupressen. So, jetzt müssen wir nur noch auf die... Was ist denn das? 1 Million. Aber es ist alles jetzt relativ... Bisschen drüber gehen vielleicht, so. Am Wochenende habe ich mit Freunden zu viert Genshin gespielt und uns eigene Herausforderungen gestellt. Zum Beispiel nur mit Tyler den Grafen besiegen oder nur mit Ember den Wolf besiegen. War richtig witzig. Das ist auch interessant. Wenn man sich so ein bisschen, ja, wie gesagt, die eigene Herausforderung stellt. Ist auch eine Idee. So, bisschen draufgehauen. Der ist schon drüber hier. Dann brauchst du beim Rest auch nicht so viel. Zack. Der ist auch schon drüber. Jetzt geht's ruckzuck hier. Ui, jetzt können wir reinhauen. Wer hat Qualität? Da, Ränge. Zack. Ah, wir machen hier Asche. Ganz fett. Oh, knapp davor. Knapp vor der Million. Ach Gottchen. Man braucht sich auch wirklich überhaupt nicht mehr die Mühe machen, da noch in diese... wie heißen sie? Ach, hier, ihr wisst schon. Da reinzugucken. Irgendwann hast du genug Kohle. So. Du hast bereits alle Ziele des Wohltätigkeitsverkaufs erreicht. Yay! Ach, guck mal. Amber, you're here! Ah, found you. Huh? Wait, you came here looking for us? Of course. Do you have any idea how popular your charity stall is? Everyone's been talking about it.
Favonian goodies and buddies, run by the honorary knight and their sidekick, selling all kinds of fantastic treasures, and even giving away some wonderful others for free. So after all that, Paimon's back to being the sidekick. Still, Paimon's really happy to hear that people are giving good reviews. Das haben wir alles unseren Kunden zu verdanken. Anyway, what have you two been up to these days? Did you go off on a trip or something? That's because we're still working. Huh? You still have to work? Auch während der Festtage? Technically, Amber and I are on a vacation schedule. Das Bereitschaftspersonal. There are more merchant caravans than usual traveling the route between Dormanport and Mondstadt City during the festival. Extra traffic means extra security is required. Because of monsters and bandits and stuff? Yes. The reconnaissance company is tasked with patrolling this route during the festive period, as well as traveling with the caravans to ensure essential goods are delivered without incident. That seems like a lot of work. Sounds like you'll be working non-stop around the clock right up until the end of the Weinlesefest. Of course not. We take shifts. While one team is on duty, another is resting, and a third team is on standby in case of emergencies. These 3 teams rotate periodically. Eula's such an experienced captain. She arranged everything this way so that the reconnaissance company can meet the intense demand during the festival. Yes, all right, Amber. I did my job like I always do. So enthusiastisch. I really don't see what the fuss is all about. So enthusiastisch Kundschafterin. That's not the half of it. When you've got the time, I should tell you the story of when Eula got made captain. Anyway, we didn't come here just to chit-chat. I'll let Eula do the honors. Okay. I need 40 portions of Knight's Special Northern Smoked Chicken and 40 of Favonius' favorite column up. Wenn's weiter nichts ist. That's such a huge order. What's the occasion? Wait, are the Knights of Favonius having an official feast? How come nobody told us about it? Nothing quite as glamorous as all that. Captain Eula wants some supplies to reward her team members with. Correct. Scouts use up an enormous amount of energy in a single day. Each meal, they eat enough to feed 4 to 5 normal people. Plus, a long-standing member has recently returned to our ranks after a long absence. Of all the things I could have bought, I thought it would be best to have the money go to you. Paimon agrees. You made the right decision, Eula. It's what we business owners call a win-win situation. Dankeschön. Also, about this long-standing member you mentioned. Is it that guy we met recently? Mika, the frontline land surveyor. He was a vital member of our team before the Grandmaster borrowed him for the expedition. Mika! Yeah, that's the one. Paimon never would have thought that shy little guy was such a strong knight. Aber scheint auch Angst vor uns zu haben. Mika's not afraid of you guys. That was his way of showing respect to you. Although, admittedly, it is kind of a roundabout way of doing it. Ach so, Respekt. He thinks all mighty people have unique personalities and prefers to understand what makes them tick and the way they think before properly interacting with them. He says it makes it easier to communicate that way. He was the same way toward me and Amber at first. As we gradually got to know each other, he started acting more naturally. Interesting. Sounds like Mika's the one with the unique personality. Ich merk mir das. It'll just take a little time, that's all. You are a high-profile figure within the Knights of Favonius. As his commanding officer, I have a duty to make sure no misunderstandings arise between you. It's all right, Eula. We get it. You're just looking after him. Wait, Eula, did you just pay for my portion too? I was supposed to pay for mine separately. I'm not an official member of the reconnaissance company. If you want to get official about it, then fine. It's officially my treat. There, now stop worrying. Du bist meine Gastin. Aha. Ach, die Übersetzung wieder. Oh, thanks to Eula and Amber, we made a whole day's worth of Mora in one fell Oder gibt es den Begriff wirklich? Jetzt muss ich nachgucken. Gibt es ein Femininum von Gast? Nee. Doch, Gästin mit Ä.
Gästin mit Jetzt wissen wir's. Also es war auf jeden Fall nicht richtig. Honorary Knight, Paimon, I have the most wonderful news. Wusste ich aber auch nicht. Ich dachte, das wäre eine geschlechtslose Bezeichnung. Paimon told you so. We're good at this stuff. Wirklich gut gemacht. But you two deserve all the credit. It's your expert management that made this event what it was. I've handed over all the revenue to the person responsible for managing our charitable funds. And with that, the event finally comes to a close. As a gesture of our appreciation, we'd like to give you both a fee for all your hard work. You've more than earned it. After this, I feel like I could even run a shop of my own in the future. Maybe we'll get the chance to work together one day. It feels like we accomplished a lot together. If the chance ever comes up, let's do it again. Naja. Später irgendwann vielleicht. Vielleicht, eventuell. So, sehr schön. Ach, guck mal, da kriegen wir auch gleich Saisonauftrag. Tatsache. Tada! Schön. So, da haben wir doch schon mal einiges geschafft heute. Da, wir können auch schon die Waffe kaufen. Aktionsdetails. Hier können wir auch noch was holen. Schön. Dann haben wir den Part schon mal fertig. Das hier sind wahrscheinlich alles so Geschicklichkeitsdinger. Aber die würde ich sagen, machen wir nächstes Mal. Also morgen. Und dann sollten wir eigentlich auch den dritten Part von der Story schaffen. Doch, ich bin recht zuversichtlich, dass wir das morgen schaffen. Vielleicht schaffen wir, nee, von den großen Legenden vom Archontenauftrag oder so wahrscheinlich eher nicht. Aber zumindest hier das Aroma der Vergangenheit werden wir bestimmt schaffen. So. Nee, dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Wir haben gut was geschafft, sogar mehr als ich gehofft hatte. Das ist eigentlich ganz gut. Vor 2 Jahren stand das noch nicht im Duden. Sicher? Meinst du? Steht das da? Seit wann es drin steht? Gästinnen. Steht das hier drin? Seit wann das drin steht? Ich bin jetzt hier auch auf der Duden-Webseite. Ich habe einen alten Duden bei mir rumstehen. Da kann ich nachschauen. Der ist definitiv älter als 2 Jahre. Da kann ich mal nachschauen, ob es da drin steht. Aber nicht jetzt. Wo habe ich den eigentlich? Verdammt. Den habe ich im Keller, glaube ich. Heutzutage guckt man ja im Internet nach. Gut, meine Lieben. Nicht direkt, habe mich auch gewundert und weiter gegoogelt und kam dann zu einem Artikel dazu. Okay. Ja, dann brauche ich ja nicht nachgucken. Spannend. Also Gastin klang auf jeden Fall komplett falsch. Aber Gästin passt schon eher. Aber ja, das wird super selten verwendet. Also mir war nicht mal bewusst, dass das keine geschlechtsneutrale Form ist. Naja, wieder was gelernt. Wir tragen hier zur allgemeinen Bildung bei in meinem Stream, wie ihr merkt. So, jetzt aber. Ich muss nämlich noch ein Video für morgen schneiden. Wie spät ist es? Ein Stündchen habe ich noch, bis ich ins Bett gehe. Von daher, hoffentlich schaffe ich das noch. Danke für den Willkommen zurück Wohlfühlstream. Gerne, gerne. Mach nicht zu lang. Ja, ich beeile mich. Ich versuche schnell da durchzukommen. So, gut. Dann, ja, vielen Dank, Tron. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaf gut, wacht erholt auf, habt einen tollen Tag morgen und wir treffen uns ja morgen Abend schon wieder. Und zwar auch ein bisschen früher als sonst. Ne? 19 Uhr fange ich schon an. Ich hoffe, ich habe das Essen bis dahin fertig und alles. Aber das kriegen wir schon hin. 19 Uhr morgen machen wir die nächste Runde Genshin Impact. Und dann
noch ein Stream am Freitagabend. Gravity Rush. Und dann bin ich wahrscheinlich für die Woche auch erstmal fertig. Und ich hoffe, meine Stimme macht das mit. Die ist ja immer noch leicht angeschlagen, aber es geht schon. So, dann bis morgen, meine Lieben. Ciao, ciao.